Kapitel 1. Die Nachricht in der Nacht. Der Nebel lag schwer über den Straßen Londons, als die Türme von St. Mary-le-Bow Mitternacht schlug. In der Baker Street 221b flackerte das Kaminfeuer und warf tanzende Schatten auf die Wände, die mit alten Zeitungen und Karten übersät waren. Sherlock Holmes saß in seinem Lehnstuhl, die Geige auf dem Schoß, die Augen halb geschlossen, während er eine melancholische Melodie spielte. Dr. John Watson, sein treuer Gefährte, blätterte lustlos in einer medizinischen Fachzeitschrift, die ihn sichtlich langweilte. Holmes, begann Watson, die Zeitschrift basierte Legend. Sie haben seit Tagen kaum ein Wort gesprochen. Selbst ihre Geige klingt, als traue sie etwas. Was beschäftigt sie? Holmes ließ den Bogen sinken und fixierte Watson mit einem durchdringenden Blick. Langeweile, Watson. Die Stadt ist ein Tempel der Trivialitäten. Kein Fall, der den Geist herausfordert, nur kleine Diebstähle und banale Streitigkeiten. Ich sehne mich nach einem Rätsel, das meine Fähigkeiten würdigt. In diesem Moment erklang ein energisches Klopfen in der Tür. Mrs. Hudson, der Wirtin, öffnet und steht, nahe in der silbernen Brieföffner und einen Umschlag in der Hand. In Boot hat dies soeben abgegeben, Mr. Holmes, sagte sie mit einem Hauch von Besorgnis. Schien es sehr eilig zu haben. Holmes nahm den Umschlag entgegen, dessen Siegel das Wappen einer Adelsfamilie trug, in Löwe, der eine Rose hielt. Er öffnet ihn mit einer geschickten Bewegung und überflog den Inhalt. Seine Augenbrauen hoben sich kaum merklich, ein Zeichen, das Watson als Indikator für einen interessanten Fall erkannte. Nun, Watson, sagte Holmes und reichte ihm den Brief. Es scheint, als hätte das Schicksal meine Klage erhört. Lesen Sie. Watson nahm den Brief und las laut vor. Dear Mr. Sherlock Holmes, ich schreibe Ihnen in größter Verzweiflung. Meine Verlobte, Lady Eleanor Ashford, ist gestern Abend im Vorabend unserer Hochzeit spurlos verschwunden. Keine Spur, kein Hinweis, nur Stille. Ich flehe Sie an, kommen Sie unverzüglich nach Ashford Manor in Kent. Jede Stunde, die vergeht, verdunkelt die Hoffnung. Ich vertraue auf Ihre unvergleichliche Gabe. Hochachtumsvoll, Lord Reginald Ashford. Watson ließ den Brief sinken. Das klingt nach einer ernsten Angelegenheit. Holmes, eine verschwundene Braut. Noch dazu eine Adlisch, das wird Aufsehen erregen. Aufsehen ist irrelevant, erwiderte Holmes und sprang auf. Seine Lethargie wie weggeblasen. Was zählt, ist das Rätsel. Eine Frau verschwindet. Keine Lösegeldforderung, kein Abschiedsbrief, zumindest nicht erwähnt. Das deutet auf etwas Tieferes hin, etwas, das unter der Oberfläche lauert. Packen Sie Ihre Tasche, Watson. Wir nehmen den ersten Zug nach Kent. Die Reise nach Ashford Manor war eine still. Der Zug rütterte durch die dunstige Landschaft, während Holmes aus dem Fenster starrte, seine Gedanken offensichtlich woanders. Watson versucht gleich, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Der Holmes' Antworten waren einsilbig, sein Geist bereits mit dem Fall beschäftigt. Als sie das Anwesen erreichten, ragte Ashford Manor wie ein Relikt aus einer anderen Zeit vor ihnen auf.
Der neugotische Bau mit seinen hohen Türmen und Buntglasfenstern war von FAO überwuchert, und der Nebel schien sich in den Gärten festzusetzen. Ein Diener führte sie in die große Halle, wo Lord Reginald Ashford sie erwartet. Ashford war ein Mann Mitte 30, groß, mit einem bleichen Gesicht und Augen, die von Schlaflosigkeit gezeichnet waren. Seine Hände zitterten leicht, als Holmes und Watson begrüßte. Mr. Holmes, Dr. Watson, ich danke Ihnen, dass Sie so schnell gekommen sind. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Eleanor war gestern Abend noch hier, lachte, sprach über die Hochzeit und dann nix. Holmes' Blick wanderte durch jede Halle, nahm jedes Detail auf Body Elton Porträt und den Wänden, den leicht abgenutzten Teppich, den Geruch von altem Holz und Kersenwachs. Lord Ashford, begann erzählen Sie mir alles, was am Abend Ihres Verschwindens geschah. Lassen Sie kein Detail aus, so trivial es Ihnen auch erscheinen mag. Ashford atmet tief durch. Wir hatten ein Abendessen mit der Familie. Meine Mutter, Lady Margaret, mein Bruder Charles und ein paar enge Freunde. Eleanor wirkte glücklich, vielleicht ein wenig nervös, aber das ist normal für eine Hochzeit, nicht wahr? Nach dem Essen ging sie auf ihr Zimmer, um sich auszuruhen. Als ich später nach ihr sehen wollte, war sie fort. Ihr Zimmer war leer, das Fenster geschlossen, kein Zeichen eines Kampfes. War das Fenster verriegelt? Fragte Holmes scharf. Ja, antwortete Ashford, das hat mich am meisten verwirrt. Es gibt keinen anderen Ausgang aus Ihrem Zimmer, nur die Tür, und die Bediensteten schwören, dass niemand den Flur betreten oder verlassen hat. Interessant, murmelte Holmes, sein Finger trommelten leicht auf die Armlehne seines Stuhls, und gab es in den letzten Tagen etwas Ungewöhnliches? Drohungen, seltsam Besucher, Brief, Ashford zögerte. Und nun, es gab einen Vorfall. Vor 3 Tagen erhielt Eleanor einen Brief ohne Absender. Sie sagte, es sei unwichtig, nur ein Gruß von einem alten Freund, aber sie wirkte beunruhigt. Sie verbrannte den Brief, bevor ich ihn sehen konnte. Holmes' Augen blitzten. Verbrannt, sagen Sie. Das ist höchst aufschlussreich. Watson, wir müssen Lady Eleanors Zimmer sehen. Sofort. Das Zimmer von Lady Eleanor lag im zweiten Stock, ein eleganter Raum mit schweren Vorhängen und einem Himmelbett. Holmes bewegte sich wie ein Jagdhund, untersuchte jede Ecke, jeden Gegenstand. Er kniete vor dem Kamin nieder und sichtete die Asche. Mit einer Pinzette zog er ein winziges, verkohltes Stück Papier hervor, kaum größer als eine Briefmarke. Darauf wären die Buchstaben nicht zu erkennen. Watson, sagte Holmes, während er das Fragment gegen das Licht hielt, dieses Papier ist von besserer Qualität als übliches Briefpapier. Es riecht nach Sandelholz, ein teures Parfüm. Wer auch immer diesen Brief schrieb, war kein gewöhnlicher Freund. Watson runzelte die Stirn. Und warum sollte sie ihn verbrennen? Und wie ist sie aus einem verschlossenen Raum verschwunden? Holmes lächelte dünn. Das, mein lieber Watson, ist das Rätsel, das wir lösen müssen. Ein verschlossener Raum, ein verbrannter Brief, eine Braut, die verschwindet. Die Fäden dieser Geschichte beginnen sich zu verknüpfen.
aber wir brauchen mehr. Morgen werden wir die Familie und die Bediensteten befragen. Irgendjemand weiß mehr, als er zugibt. Trat ans Fenster, öffnet es, blickte in die neblige Nacht hinaus. Neues und Watson fügte er hinzu, ohne sich umzudrehen, halten sie ihre Pistole bereit. Ich hab das Gefühl, dass dieses Rätsel dunkler ist, als es scheint. Kapitel 2: Der Schauplatz der Verschwindens. Der Morgen brach über Ashford Manor mit einer trüben Sonne an, die kaum durch den dichten Nebel drang. Sherlock Holmes stand bereits vor dem Frühstück am Fenster von Lady Eleanors Zimmer, seine Silhouette scharf gegen das graue Licht. Watson, der die Nacht in einem Gästezimmer verbracht hatte, trat ein, einen Becher Tee in der Hand, den er von einem nervösen Dienstmädchen erhalten hatte. Holmes, begann Watson, Sie haben die ganze Nacht kein Auge zugetan, nicht wahr? Ihre Augen sind wie die eines Falken, der Bote wittert. Holmes drehte sich nicht, sondern hielt ein Vergrößerungsglas an den Rahmen des geschlossenen Fensters. Schlaf ist ein Luxus, den sich ein Geist wieder meine selten gönnt. Watson, sehen Sie hier? Ein Kratzer am Fensterrahmen, kaum sichtbar, aber frisch. Er ist nicht älter als 2 Tage. Watson trat näher und beugte sich vor, die feine Linie im Holz zu betrachten. Ein Einbruch? Aber das Fenster war doch verschlossen, und Lord Ashford sagte, es sei von innen verriegelt gewesen. Genau, murmelte Holmes. Seine Finger glitten über die Verriegelung von innen, verriegelt, und da finden wir diesen Kratzer. Ein Widerspruch, der nach einer Erklärung schreit. Er richtete sich auf und begann, das Zimmer systematisch zu durchsuchen, seine Bewegungen präzis wie die eines Chirurgen. Das Zimmer war ein Abbild von Eleganz und Ordnung, doch Holmes' scharfer Blick fand Unregelmäßigkeiten, wo andere nur Perfektion sahen. Niete vor dem Frisiertisch, auf dem ein silberner Handspiegel lag, dessen Glas in 1000 Splitter zerbrochen war. Interessant, sagte er, hob eine Scherbe auf und hielt sie gegen das Licht. Die Bruchkanten sind ungleichmäßig, Watson. Dieser Spiegel wurde nicht zufällig zerbrochen, er wurde mit Absicht zerschlagen. Ein Wutanfall? Fragte Watson. Oder ein Kampf? Weder noch, erwidert Holmes. Sehen Sie die Verteilung der Splitter. Sie liegen konzentriert in der Mitte des Tisches, nicht verstreut, wie man es bei einem Handgame erwarten würde. Jemand hat diesen Spiegel absichtlich gestört und die Scherben sorgfältig arrangiert. Ein Akt der Symbolik, vielleicht. Er legte die Scherbe zurück und wandte sich dem Kamin zu, wo er am Vorabend das verkohlte Papierfragment gefunden hatte. Was suchen Sie noch, Holmes? Fragte Watson, während er beobachtete, wie Holmes die Asche im Kamin durchsieht. Das Papierfragment haben wir doch schon. Nicht genug, Watson, antwortet Holmes, ohne aufzusehen. In verbrannter Brief ist wie ein halber Satz. Er deutet auf eine Geschichte, aber wir brauchen den Rest. Sein Finger hielten inne, als er ein weiteres kleines Stück Papier fand, diesmal mit einer kaum lesbaren Zeile. Morgen um Mitternacht. Holmes' Augen blitzten. Das wird interessanter. Treffen wurde vereinbart. Watson, aber mit wem? Und warum? Die beiden Männer wurden von einem Klopfen
in der Tür unterbrochen. Lord Ashford trat ein, gefolgt von seiner Mutter, Lady Margaret, einer Frau mit strenger Haltung und kalten Augen, die Holmes mit unverhohlener Skepsis mustert. Mr. Holmes, begann Ashford, haben Sie etwas gefunden? Die Bediensteten sind in Aufruhr und die Familie wird ungeduldig. Holmes richtete sich auf, das Papierfragment in seiner Tasche verborgen. Lord Ashford, ich hab genug gefunden, Sie wissen, dass Lady Eleanors Verschwinden kein Zufall war. Sagen Sie mir, wer hatte Zugang zu diesem Zimmer in den Stunden vor ihrem Verschwinden? Ashford runzelte die Stern nur die Dienstmädchen, die das Zimmer vorbereitet haben, und ich selbst. Eleanor war sehr darauf bedacht, ihre Privatsphäre zu wahren. Und doch warf Lady Margaret ein, ihre Stimme scharf wie ein Skalpell, hat sie sich in letzter Zeit seltsam verhalten. Sie war oft etwas, starrte aus dem Fenster, als warte sie auf etwas. Ich habe Reginald gewarnt, dass sie vielleicht nicht die richtige Wahl für eine Ashford-Braut. Ned. Holmes' Blick wanderte zu Lady Margaret. Seine Augen verringten sich hier. Interessant, dass Sie das erwähnen, Lady Margaret. Wären Sie mit der Verlobung Ihres Sohns einverstanden? Lady Margaret verstift sich. Ich hatte meine Bedenken. Eleanor war charmant, aber sie hatte Geheimnisse. Eine Frau mit ihrer Vergangenheit, eine Weise, die plötzlich in die Gesellschaft aufstieg, weckt Misstrauen. Mutter, rief Ashford empört, Eleanor ist die Liebe meines Lebens. Ihre Herkunft war mir egal. Holmes hob eine Hand, den Streit zu unterbrechen. Lady Margaret, ihre Offenheit ist erfrischend, wenn auch vielleicht voreilig. Watson, wir müssen die Dienstmädchen befragen, die dieses Zimmer betreten haben, und ich möchte den Garten unter dem Fenster untersuchen. Ein Kratzer am Rahmen könnte mehr verraten, als wir bisher wissen. Im Garten, unter dem Fenster von Lady Eleanors Zimmer, niete Holmes im feuchten Grau, seine Lupe in der Hand. Der Nebel hatte sich etwas gelichtet, doch die Luft war schwer und kalt. Sehen Sie, Watson, sagte er und deutete auf eine kaum sichtbare Vertiefung im Boden. Ein Fußabdruck, aber kein gewöhnlicher. Die Ferse ist tiefer eingedrückt, als es bei einem normalen Schritt der Fall wäre. Jemand stand hier, vielleicht für längere Zeit, und beobachtete. Watson runzelte die Stirn. Ein Beobachter, aber warum? Und wie passt es zum verschlossenen Fenster? Holmes lächelte dünn. Das ist die Frage, nicht wahr? In Beobachter, in zerbrochener Spiegel, in verbrannter Brief mit einer Verabredung um Mitternacht. Die Teile des Puzzles liegen vor uns, Watson, aber sie sind noch nicht vollständig. Er richtete sich auf und blickte zum Horizont, wo die Silhouette eines alten Gasthauses im Nebel auftauchte. Ich habe das Gefühl, dass unser nächster Hinweis uns dorthin führen wird. Aber zuerst die Dienstmädchen. Eine von ihnen weiß vielleicht mehr, als sie zugibt. Zurück im Haus führte in nervöser Butler Holmes und Watson in die Küche, wo zwei Dienstmädchen, Anna und Clara, warteten. Anna, eine junge Frau mit zitternden Händen, sprach zuerst. Ich hab Lady Eleanor im Abend gesehen, Sir. Sie war freundlich wie immer, aber sie wirkte besorgt. Sie bat mich, niemanden in ihr Zimmer zu lassen, nicht einmal Lord Ashford. Und haben Sie jemanden gesehen? Fragte Holmes, seine Stimme ruhig.
aber durchdringend. Nein, Sir, antwortete Anna, aber ich hörte ein Geräusch wie ein leises Klopfen gegen Mitternacht. Ich dachte, es sei nur der Wind. Clara, die älter der beiden, warf Anna einen scharfen Blick zu. Du hättest es melden sollen, sagte sie, aber ich habe nichts gesehen. Ich war in der Küche, als Lady Eleanor verschwand. Holmes nickte. Seine Augen wanderten zwischen den beiden Frauen hin und her. Danke, das war sehr aufschlussreich. Wandte sich an Watson. Mitternacht, Watson. Ein Klopfen, ein verbrannter Brief, ein Fußabdruck. Die Fäden verknüpfen sich, aber wir brauchen mehr. Morgen werden wir die Familie genauer unter die Lupe nehmen. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Gasthaus am Waldrand eine Rolle spielt. Als sie die Küche verließen, flüsterte Watson. Holmes, glauben Sie, eines der Dienstmädchen lügt? Holmes' Blick wurde düster. Jemand lügt, Watson. Aber ob es ein Dienstmädchen, ein Familienmitglied oder jemand ganz anderes ist, wird sich zeigen. Dieses Rätsel hat gerade erst begonnen. Kapitel 3. Die Schatten der Familie Ashford. Der Vormittag in Ashford Manor war von einer unheilvollen Stille durchdrungen, nur unterbrochen vom leisen Knarren der alten Holzböden und dem entfernten Ticken einer Standuhr. Sherlock Holmes und Dr. Watson saßen im großen Salon, umgeben von schweren Samtvorhängen und Porträts früher Ashford-Generationen, deren Blicke auf die beiden Ermittler herabzusehen schienen. Holmes' Finger trommelten ungeduldig auf der Armlehne eines Sessels, während er darauf wartete, die Familienmitglieder zu befragen. Watson, der ein Notizbuch aufgeschlagen hatte, warf seinem Freund einen besorgten Blick zu. Holmes, Sie wirken unruhig, bemerkt Watson. Theorien sind wie Schatten, Watson, erweitert Holmes. Seine Augen funkelten im schwachen Licht. Sie ändern sich mit der Perspektive. Aber eines ist klar, die Familie Ashford verbirgt etwas. Jede Geste, jedes Zögern verrät mehr, als Worte es könnten. Achten Sie auf die Details, wenn wir gleich mit Ihnen sprechen. Die Tür öffnet sie, und Lord Reginald Ashford trat ein, gefolgt von seiner Mutter, Lady Margaret, und seinem jüngeren Bruder Charles. Charles war ein schlanker Mann mit unruhigen Augen und einem nervösen Lächeln, das mehr verbarg, als es zeigte. Eine vierte Person, eine Cousine namens Beatrice, schloss die Gruppe ab. Sie war eine junge Frau mit blassem Teint und einer Haltung, die zwischen Trotz und Angst schwankte. Holmes erhob sich. Seine Präsenz füllte den Raum. Meine Damen und Herren, begann er, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das Verschwinden von Lady Eleanor ist kein gewöhnliches Ereignis, und ich werde jede Wahrheit ans Licht bringen, egal wie tief sie verborgen ist. Lassen Sie uns beginnen. Lord Ashford setzte sich, seine Hände zitterten leicht. Mr. Holmes, ich habe Ihnen bereits alles erzählt. Eleanor war glücklich. Die Hochzeit stand bevor. Ich kann mir nicht vorstellen, warum sie verschwinden sollte. Holmes fixiert ihn mit einem durchdringenden Blick. Und doch, Lord Ashford, gibt es Hinweise, die auf mehr hindeuten. Ein zerbrochener Spiegel, ein verbrannter Brief, ein Fußabdruck unter Ihrem Fenster. Sagen Sie mir,
Gab es in den Wochen vor ihrem Verschwinden Streitigkeiten, vielleicht über die Hochzeit? Ashford schüttelte den Kopf. Nein, nichts dergleichen. Eleanor und ich waren uns einig. Sie freute sich auf unser gemeinsames Leben. Lady Margaret räusperte sich. Ihre Stimme war kalt wie der Nebel draußen. Reginald, du idealisierst sie. Eleanor war nicht ohne Makel. Ihre Herkunft war fragwürdig. Eine Weise, die plötzlich in die Gesellschaft aufstieg. Ich habe immer gesagt, dass sie Geheimnisse hatte. Holmes wandte sich ihr zu. Seine Augen verengten sich. Lady Margaret, Sie sprachen gestern von Ihren Bedenken. Welche Geheimnisse meinen Sie genau? Lady Margaret zögerte. Ihre Finger spielten mit einer Perlenkette. Es wären Jury, ihr Nägeleins munkelte, dass Eleanor Verbindungen zu zwielichtigen Kreisen hatte, bevor sie Reginald traf. Ihnen älter Schuld vielleicht. Ich habe sie einmal mit einem Mann gesehen, vor Monaten in London. War nicht von unserer Gesellschaftsschicht. Mutter, das ist absurd, rief Ashford. Eleanor hat mir alles über ihre Vergangenheit erzählt. Sie hatte ein schweres Leben, ja, aber sie war ehrlich. Charles, der bisher geschwiegen hatte, lachte bitter. Ehrlich? Reginald, du warst blind vor Liebe. Eleanor hat dich umgarnt, aber sie war nicht die Heilige, für die du sie hältst. Ich hab sie einmal nachts im Garten gesehen, mit einem Umschlag in der Hand, als ob sie ihn verstecken wollte. Holmes' Interesse war geweckt. Wann war das? Mr. Charles. Charles zuckte mit den Schultern. Seine Nervosität war offensichtlich. Vor einer Woche vielleicht. Es war spät. Ich konnte nicht schlafen. Ich sah sie vom Balkon aus. Und Sie haben das nicht erwähnt? Fragte Watson, seine Stimme voller Unglauben. Ich dachte, es sei unwichtig, murmelte Charles. Sein Blick wanderte zu Boden. Holmes lächelte dünn. In meinem Beruf, Mr. Charles, ist kein Moment unwichtig. Beatrice, Sie waren eine enge Freundin von Lady Eleanor, nicht wahr? Haben Sie etwas bemerkt, das uns weiterhelfen könnte? Beatrice, die bisher still in einer Ecke gesessen hatte, hob den Kopf. Ihre Augen waren gerötet, als hätte sie geweint. Eleanor war meine beste Freundin, sagte sie leise. Sie war nervös in den letzten Tagen, aber sie wollte nicht darüber sprechen. Einmal erwähnte sie einen Namen. Victor. Sie sagte, er sei jemand aus ihrer Vergangenheit, jemand, den sie fürchtete, aber sie brach das Gespräch ab, bevor ich mehr erfahren konnte. Victor, wiederholte Holmes, seine Stimme nachdenklich. Why name ein Schatten aus der Vergangenheit? Das ist ein Anfang. Watson, notieren Sie das? Er wandte sich wieder an die Familie. Gibt es in diesem Haus einen Ort, in dem Lady Eleanor Zeit allein verbrachte? Ein Arbeitszimmer, eine Bibliothek? Mashford nickte. Sie liebte die Bibliothek. Sie verbrachte Stunden dort, las oder schrieb in ihrem Tagebuch. Ihr Tagebuch? Sagte Holmes. Seine Augen leuchteten auf. Ashford runzelte die Stirn. Ich weiß es nicht. Ich habe seit ihrem Verschwinden nicht gesehen. Holmes stand auf, seine Bewegungen entschlossen. Dann, meine Herrschaften, werden wir die Bibliothek untersuchen, und ich rate Ihnen,
mir alles zu erzählen, was sie wissen. Geheimnisse haben die unangenehme Eigenschaft, ins Licht zu kommen. Die Bibliothek von Ashford Manor war ein labyrinthartiger Raum mit hohen Regalen, gefüllt mit lederbundenen Büchern und dem Geruch von altem Papier. Holmes bewegte sich wie ein Jäger, seine Augen scannten jede Ecke. Watson folgte ihm, sein Notizbuch bereit. Holmes, glauben Sie, dass die Familie etwas verheimlicht? Fragte Watson, während Holmes eine Regel untersuchte. Oh, Watson, Sie verheimlichen alle etwas, antwortete Holmes ohne aufzusehen. Lady Margaret misstraut Eleanor. Charles ist nervös und verschweigt etwas, und Beatrice weiß mehr, als sie zugibt. Selbst Lord Ashford ist nicht so offen, wie er scheint, aber die Wahrheit liegt in den Details. Tu, hielt inne, als seine Finger über ein Buch glitten, das leicht aus dem Regal ragte. Es war ein schmales, in rotes Leder gebundenes Buch ohne Titel. Holmes zog es heraus und öffnete es. Es war kein Buch, sondern ein verstecktes Fach, in dem ein einzelner Brief lag, versiegelt mit einem unbekannten Wappen, ein schwarzer Adler auf rotem Grund. Holmes brach das Siegel und las den Brief schweigend. Seine Mienen were finster schief. Watson, hören Sie das? Sagte er und las vor. Eleanor, du kannst nicht entkommen. Morgen Mitternacht im Schwarzen Adler. Komm allein oder die Wahrheit wird Reginald zerstören. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Wie es Watson starrte in den Nähe. Victor, der Mann, den Beatrice erwähnte, aber was bedeutet das eine Person gab? Vielleicht, sagte Holmes, während den Brief in seine Tasche steckte, oder etwas weitaus Komplexeres. Der Schwarze Adler, das Gasthaus, das wir vom Garten aus gesehen haben. Es scheint, dass Lady Eleanor ein Treffen hatte, das sie nicht ignorieren konnte. Aber warum hat sie den Brief hier versteckt? Er ging zum Fenster der Bibliothek, das auf den Garten hinausging. Sehen Sie, Watson, der Fußabdruck unter Eleanors Fenster und dieser Brief deuten auf eine Verbindung. Jemand hat sie beobachtet, jemand hat sie bedroht. Und doch ist sie aus einem verschlossenen Raum verschwunden. Das Rätsel wird dichter. Watson runzelte die Stirn. Was ist unser nächster Schritt? Holmes ist Lächeln war kalt. Wir besuchen den Schwarzen Adler, Watson. Aber zuerst müssen wir die Familie im Auge behalten. Jemand in diesem Haus weiß mehr, als er zugibt, und ich beabsichtige, das herauszufinden. Als sie die Bibliothek verließen, warf Holmes einen letzten Blick auf die Porträts in den Wänden. Die Schatten der Vergangenheit, Watson, murmelte, Sie verfolgen diese Familie, und Eleanor war ihr Mittelpunkt. Aber warum? Das ist die Frage, die wir beantworten müssen. Kapitel 4. Der verschlüsselte Brief. Der Nachmittag in Ashford Manor war von einer angespannten Stille geprägt, als Sherlock Holmes und Dr. Watson sich in ein kleines Arbeitszimmer zurückzogen, das Lord Ashford ihnen zur Verfügung gestellt hatte. Das Zimmer war spärlich eingerichtet, mit einem schweren Engschreibtisch und einem Fenster, das auf die nebligen Gärten hinausblickte. Holmes saß am Schreibtisch, den Brief mit dem schwarzen Adlerwappen vor sich ausgebreitet, während seine Finger ungeduldig mit einem Bleistift spielten. Watson stand am Fenster, seine Stirn in Falten gelegt,
während die Ereignisse der letzten Stunden Revue passieren ließ. Holmes, begann Watson, sich umdrehend. Dieser Brief ist ein klarer Hinweis, aber wirft mehr Fragen auf, als beantwortet. Wer ist dieser wie sie day? Und warum sollte Eleanor sich mit ihm treffen, wenn sie ihn fürchtete? Holmes lehnte sich zurück. Seine Augen funkelten im schwachen Licht der Gaslampe. Watson, ein Brief ist wie ein Fenster in die Seele des Absenders und des Empfängers. Dieser hier spricht von Erpressung, aber auch von etwas Tieferem. Die Erwähnung von der Wahrheit, die Reginald zerstören könnte, deutet auf ein Geheimnis, das nicht nur Eleanor betrifft, sondern die gesamte Familie Ashford. Aber sehen Sie genauer hin. Er schob den Brief über den Tisch, und Watson beugte sie darüber. Die Handschrift war elegant, fast zu perfekt, und das Papier roch schwach nach Sandel, wie das verkohlte Fragment, das Holmes zuvor gefunden hatte. Doch etwas anderes erregte Holmeses Aufmerksamkeit. Die Tinte schien an manchen Stellen unregelmäßig, als wäre sie mit einer anderen Feder geschrieben worden. Watson, sagte Holmes, während er eine Lupe über den Brief hielt, beachten Sie die Buchstaben, morgen um Mitternacht. Sie sind in einer leicht anderen Tinte geschrieben, blasser, als ob sie später hinzugefügt wurden. Und hier, am Rand, eine winzige Unregelmäßigkeit, ein verschmierter Abdruck, kaum sichtbar. Watson runzelte die Stirn. Ein Fingerabdruck, genauer gesagt, ein Daumenabdruck, korrigierte Holmes, zu klein für einen Mann, zu zart für einen Arbeiter, wahrscheinlich von einer Frau. Eleanor selbst, vielleicht, als sie den Brief in Eile las oder versteckte. Er zog ein kleines Notizbuch hervor und begann, die Worte des Briefes abzuschreiben, wobei er bestimmte Buchstaben unterstrich. Was tun Sie da, Holmes? Fragte Watson, während er beobachtet, wie Holmes Bleistift über das Papier flog. Es solch nach einem Muster, antwortet Holmes, ohne aufzusehen. Erpresser sind oft schlauer, als sie scheinen. Dieser Brief könnte mehr enthalten, als auf den ersten Blick verrät. Eine verschlüsselte Botschaft. Vielleicht hielt inne und tippt auf die unterstrichenen Buchstaben eher interessant. Wenn wir die ersten Buchstaben bestimmter Worte nehmen, ergibt sich nichts Sinnvolles. Aber wenn wir die Tinte und die Betonung betrachten, schrieb weiter, ordnete die Buchstaben, nu und murmelte vor sich hin. Nach einigen Minuten lehnte er sich zurück, ein triumphierendes Lächeln auf den Lippen. Da haben wir es, Watson. Einen einfach aber raffinierte Chiffre. Die blassere Tinte markiert die wichtigen Buchstaben. Wenn wir sie isolieren und nu anordnen, ergibt sich, jetzt treffen sie mich mit Deal ihr Punkt Apostroph. Watson starrt ihnen an. Das Gasthaus am Waldrand, der Schwarze Adler, aber warum die Verschlüsselung? Wenn Eleanor den Brief verstanden hat, warum hat sie ihn nicht zerstört wie den anderen? Holmes füllte den Brief sorgfältig zusammen und steckte ihn zurück in seine Tasche. Vielleicht, weil sie ihn braucht, oder weil sie wusste, dass jemand ihn finden würde. Eleanor war nicht nur ein Opfer, Watson, sie war eine Spielerin in diesem Drama, und sie hat Spuren hinterlassen,
die wir finden sollen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Wer auch immer bei Punkt Apostroph ist, er ist clever und gefährlich. Die beiden Männer beschlossen, ihre Untersuchung fortzusetzen, indem sie das Gasthaus zum Schwarzen Adler besuchten, das in dem Brief erwähnt wurde. Doch bevor sie das Anwesen verließen, wollte Holmes noch eine letzte Spur in Ashford Manor verfolgen. Er führte Watson zurück in die Bibliothek, wo der Brief gefunden worden war, und begann, die Regale genauer zu untersuchen. Holmes, wir waren doch schon hier, protestierte Watson. Was hoffen Sie noch zu finden? Geduld, Watson, erwiderte Holmes, während ein weiteres Buch aus dem Regal zog. Die Bibliothek ist der Ort, in dem Eleanor ihre Geheimnisse bewahrte. Wenn sie ein Tagebuch führte, wie Lord Ashford erwähnte, könnte es hier sein. Seine Finger glitten über die Buchrücken, bis er bei einem besonders alten Band innehielt, eine Ausgabe von Dantes Divine Comedy, deren Einband abgenutzt war. Er öffnete das Buch und fand, wie erwartet, ein weiteres verstecktes Fach, diesmal leer, bis auf eine winzige Notiz, die in Eile geschrieben schien. Victor kennt die Wahrheit. Vertraue niemandem. Holmes' Augen verengten sie. Victor wieder. Und vertrau niemandem. Eleanor wusste, dass sie in Gefahr war, aber sie hat sich trotzdem auf dieses Treffen eingelassen. Warum? Watson runzelte die Stirn. Vielleicht hatte sie keine Wahl, wenn sie erpresst wurde, könnte sie versucht haben, die Situation selbst zu lösen. Möglich, sagte Holmes, während er die Notiz in seine Tasche steckte. Aber ich vermute, dass Eleanor mehr wusste, als sie preisgab. Sie war keine passive Figur in diesem Spiel. Wir müssen herausfinden, was sie vorhat. Zurück im Arbeitszimmer trafen sie auf Lord Ashford, der unruhig auf und ab ging. Mr. Holmes, sagte er, seine Stimme angespannt, haben Sie Fortschritt gemacht? Die Bediensteten flüstern, die Nachbarn beginnen zu reden. Ich halte diese Ungewissheit nicht mehr aus. Holmes mustert ihn scharf. Lord Ashford, ihre Verlobte, hat Geheimnisse bewahrt, die selbst ihnen verborgen waren. Kennen Sie jemanden namens Victor? Ashford wurde blass. Victor? Nein, Sie hätten nie jemanden mit diesem Namen erwähnt. Aber er zögerte, seine Hände ballten sich zu Fäusten. Es gab einen Mann vor einem Jahr, bevor wir uns verlobten. Sie sprach von jemandem aus ihrer Vergangenheit, einem Freund, der ihr geholfen hatte, als sie noch eine Waise war. Aber sie sagte, er sei fortgezogen, nach Übersee. Holmes nickte, seine Miene undurchdringlich, interessant, und hat sie von einem Ort namens zum Schwarzen Adler gesprochen. Ashford schüttelte den Kopf. Nie. Aber das Gasthaus ist in der Nähe, am Waldrand. Es hat einen schlechten Ruf, zwielichtige Gestalten, Schmuggler, so sagt man. Genau der Ort, in dem ein Geheimnis verborgen werden könnte, murmelte Holmes. Watson, wir machen uns auf den Weg. Lord Ashford, ich rate Ihnen, Ihre Familie im Auge zu behalten. Irgendjemand in diesem Haus weiß mehr, als er zugibt. Als Holmes und Watson das Arbeitszimmer verließen,
warf Watson seinem Freund einen besorgten Blick zu. Holmes, glauben Sie, dass Ashford die Wahrheit sagt? Es scheint ehrlich verzweifelt zu sein. Holmes' Lächeln war kalt. Verzweiflung kann echt sein, Watson, aber sie kann auch gespielt werden. Jeder in diesem Haus hat ein Motiv, etwas zu verbergen. Der Schlüssel liegt im schwarzen Adler und in diesem Victor. Wir müssen vorbereitet sein, denn ich habe das Gefühl, dass wir dort mehr finden werden, als uns lieb ist. Die Sonne begann bereits unterzugehen, als die beiden Männer ihre Mäntel entzogen und sich auf den Weg zum Gasthaus machten, das im Nebel am Rande des Waldes lauerte. Die Schatten wurden länger, und mit ihnen wuchs das Gefühl, dass das Rätsel am Lady Eleanor dunkler war, als sie es sich je hätten vorstellen können. Kapitel 5. Das Gasthaus am Waldrand. Die Dämmerung legte sich wie ein schwerer Mantel über die Landschaft von Kent, als Sherlock Holmes und Dr. Watson den schmalen, von Ecken gesäumten Pfad zum Gasthaus, zum Schwarzen Adler entlang gingen. Der Nebel war dichter geworden, schlängelte sich zwischen den Bäumen hindurch und verlieh der Szenerie eine unheimliche Stille, nur unterbrochen vom gelegentlichen Krächzen eines Raben. Holmes' Schritte waren entschlossen, sein Blick wachsam, während Watson seine Hand in der Manteltasche auf den Griff seiner Pistole legte. Holmes, flüsterte Watson, während sie sich dem Gasthaus näherten. Dieser Ort hat etwas Bedrohliches. Wenn Eleanor hier war, frage ich mich, was sie hergeführt hat. Holmes' Augen glitzerten im schwindenden Licht. Genau das, Watson, ist die Frage. Es ist ein Gasthaus mit einem Ruf für Schmuggel und zwielichtige Geschäfte, ist kein Ort für eine Adlige. Es sei denn, sie hatte einen zwingenden Grund. Der Brief, die Chiffre, der Name Victor, alles führt uns hierher. Aber seien Sie auf der Hut. Wir betreten das Revier von Wölfen. Das Gasthaus zum Schwarzen Adler war ein baufälliges Gebäude mit einem schiefen Dach und Fenstern, die wie trübe Augen in die Nacht starrten. Der schwarze Adler auf dem Schild über der Tür schien im Wind zu schwanken, als wolle er sie warnen. Holmes stieß die narrende Tür auf, und ein Schwall warmer, abgestandener Luft, durchzogen von Tabakrauch und dem Geruch von schalem Bier, schlug ihnen entgegen. Der Schenkraum war spärlich beleuchtet mit ein paar flackernden Öllampen, die lange Schatten warfen. Eine Handvoll Gestalten saß an den Tischen, ein bärtiger Mann mit einer Augenklappe, zwei Matrosen, die über ein Kartenspiel gebeugt waren, und eine Frau in einem abgenutzten Mantel, die allein in einer Ecke saß und ein Glas Whisky umklammerte. Der Wirt, ein bulliger Mann mit einer Narbe über der Wange, musterte die Neuankömmlinge misstrauisch. »Guten Abend«, sagte Holmes mit einer Höflichkeit, die in scharfem Kontrast zu seiner durchdringenden Miene stand. »Wir suchen Informationen. Eine Dame, Lady Eleanor Ashford, könnte hier gewesen sein. Blond Haare, zierliche Statur, möglicherweise in Begleitung eines Mannes namens Victor, der City Hay. Datos adactatos spaltost bird, the Frus Cortos Siste 5. Der Wirt wischte sich die Hände in einem schmutzigen Tuch ab. Seine Augen verengten sich. »Hier kommen viele Leute durch. Herr, ich merk mir keine Namen, und Damen wie die Sie beschreiben, verirren sich selten hierher.« Holmes lächelte dünn,
zog eine Münze aus der Tasche und ließ sie über den Tresen rollen. Vielleicht hilft das, ihr Gedächtnis aufzufrischen. Der Wirt schnaubte, nahm die Münze aber an. Vielleicht habe ich was gesehen. Vor 2 Nächten war eine Frau hier, passt zu ihrer Beschreibung. Sie war nervös, schaute sich ständig traf sich mit einem Mann im Hinterzimmer. Groß, dunkle Haare, sprach mit einem leichten Akzent, vielleicht aus dem Osten. Sie nannte ihn nicht Victor, aber er nannte sie Ellie. Watson beugte sie vor. Was haben Sie besprochen? Der Wirt zuckte mit den Schultern. Ich lausche nicht an Türen, Doktor, aber sie wirkten angespannt. Die Frau ging nach einer Stunde. Allein, der Mann blieb nur, sprach mit ein paar anderen, zwielichtige Typen, wenn Sie mich fragen. Holmes' Blick wanderte durch den Raum, blieb kurz an der Frau in der Ecke hängen, die ihren Blick gesenkt hielt. Und wo ist dieser Mann jetzt? Keine Ahnung, sagte der Wirt. Tür hat bezahlt und ist gegangen. Aber hörte, seine Stimme wurde leiser. Die war nah was. Die Frau ließ etwas fallen. Als sie ging, ein kleines Medaillon. Ich hab's aufgehoben, dachte, sie kommt vielleicht zurück. Sagen Sie es mir, verlangte Holmes. Der Wirt verschwand kurz hinter dem Tresen und kehrte mit einem kleinen silbernen Medaillon zurück, das mit einem filigranen Muster verziert war. Holmes öffnete es und fand ein winziges Porträt einer jungen Frau, unverkennbar Lady Eleanor, neben einer Gravur A&W, für immer, seine Augen verengten sich. Interessant, Watson. Das ist ein weiteres Teil des Puzzles. Eleanor und dieser Victor hatten eine Verbindung, die tiefer geht, als wir dachten. Bever Holmes weiterfragen konnte, wurde die Tür des Gasthauses aufgestoßen und ein Mann stolperte hierin. Sein Mantel durchbohrte hierin, sein Mantel durchnässt vom Nebel. Er war groß, mit zerzausstem Haar und einem wilden Blick in den Augen. Wo ist sie? Rief er. Seine Stimme zitterte vor Wut oder Angst. Wo ist Eleanor? Die Gäste im Raum verstummten und der Wirt trat vor. Beruhigen Sie sich, Mann. Wer sind Sie? Der Neuankömmling ignorierte ihn und richtete seinen Blick auf Holmes, als ob er ihn kannte. Sie sind Sherlock Holmes, nicht wahr? Ich hab von Ihnen gehört. Ich bin Thomas Grayson, ein Freund von Eleanor. Ich weiß, dass sie hier war. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Holmes' Miene blieb undurchdringlich. Mr. Grayson, Ihre Ankunft ist aufschlussreich. Setzen Sie sich und erzählen Sie uns, was Sie wissen. Aber ich warne Sie, lügen Sie mich nicht. Grayson ließ sich auf einen Stuhl sinken. Seine Hände zitterten. Ich habe Eleanor vor 2 Tagen gesehen. Sie war verängstigt. Sagte jemand verfolge sie. Sie erwähnte einen Mann namens Victor, der sie erpresste. Sie wollte ihn hier treffen, um die Sache zu klären. Ich habe versucht, sie davon abzubringen, aber sie war entschlossen. Watson runzelte die Stirn. Warum haben Sie niemandem davon erzählt? Lord Ashford hätte das wissen müssen. Grayson lachte bitter. Reginald, er lebt in seiner eigenen Welt. Eleanor wollte ihn schützen. Sie sagte, wenn die Wahrheit herauskäme, würde es ihn zerstören.
aber ich hätte sie nicht allein gehen lassen sollen. Seine Stimme brach. Holmes lehnte sich vor. Seine Stimme war ruhig, aber scharf wie eine Klinge. Was ist diese Wahrheit, Mr. Grayson? Was wusste Eleanor, das so gefährlich war? Grayson zuckerte. Seine Augen wanderten nervös durch ihren Raum. Es ging ihre Vergangenheit. Sie war keine gewöhnliche Weise. Sie war keine gewöhnliche Weise. Sie war keine gewöhnliche war. Victor war Teil davon. Mehr werde ich nicht sagen. Nicht hier. Holmes nickte, als ob dies erwartet hätte. Sehr gut. Andere they werden uns begleiten, Mr. Grayson. Ihre Geschichte ist entweder ein Schlüssel oder eine Ablenkung, und ich beabsichtige, das herauszufinden. Bevor sie das Gasthaus verließen, zog Holmes Watson beiseite und deutet auf die Frau in der Ecke, die sie die ganze Zeit über beobachtet hatte. Watson, behalten Sie sie im Auge. Sie hat zu lange geschwiegen, und ihre Hände sind zurück für jemanden, der nur trinkt. Sie weiß etwas. Als sie sich ihr der Frau näherten, stand sie abrupt auf und verschwand durch eine Seitentür. Holmes sprinte ihr nach, doch als die Tür erreichte, war sie bereits im Nebel verschwunden. Auf dem Boden, wo sie gesessen hatte, lag ein sehr knittertes Stück Papier. Holmes hob es auf und entfaltete es. Darauf stand in hastiger Schrift: Der Friedhof, Mitternacht. Holmes ist lächeln war kalt. Watson, es scheint, dass unser Weg uns weiterführt. Der schwarze Adler war nur der Anfang. Heute Nacht werden wir den Friedhof besuchen, aber seien Sie gewarnt, wir sind nicht die Einzigen, die nach Antworten suchen, als sie das Gasthaus verließen. Grayson im Schlepptau warf Holmes einen letzten Blick auf das Schild mit dem schwarzen Adler. Der Fäden verknüpfen sich, Watson, murmelte, aber das Netz ist größer, als ich dachte. Eleanor ist kein bloßes Opfer, sie ist der Schlüssel zu etwas weitaus Dunklerem. Kapitel 6. Die Spur der Mitternacht. Die Nacht war finster, als Sherlock Holmes, Dr. Watson und Thomas Grayson sich dem alten Friedhof näherten, der am Rande des Waldes lag, nicht weit vom Gasthaus, zum Schwarzen Adler. Der Nebel hatte sich verdichtet, schlang sich wie ein lebendiges Wesen um die moosbewachsenen Grabsteine, die schief aus der Erde ragten. Der Wind trug das ferne Heulen eines Hundes heran, und die Luft war schwer von Feuchtigkeit und dem schwachen Geruch von Moder. Holmes hielt eine kleine Laterne, deren schwaches Licht kaum die Dunkelheit durchdrang, während Watson seine Pistole griffbereit hielt. Grayson, noch immer sichtlich aufgewühlt, folgte ihnen mit zögernden Schritten. Holmes, flüsterte Watson, seine Stimme gedämpft durch den Nebel. Dieser Ort ist unheimlich. Sind Sie sicher, dass der Hinweis echt war? Die Frau im Gasthaus könnte uns in eine Falle locken. Holmes' Augen glitzerten im Laternenlicht. Sehen NB, mi, eine Mischung aus Konzentration und Vorfreude. I verlassen Mowgli. Watson, Mowgli. Der Zettel, die Erwähnung von Mitternacht, die Flucht der Frau, alles deutet darauf hin, dass wir uns dem Herzen des Rätsels nähern. Bleiben Sie wachsam. Grayson, der hinter ihnen ging, räusperte sich nervös. Mr. Holmes, ich hätte Eleanor niemals allein gehen lassen sollen.
wenn sie hier war, wenn dieser Victor seine Stimme brach und er ballte die Fäuste. Ich hätte sie beschützen müssen. Holmes warf ihm einen scharfen Blick zu. Ihr Reue ist rührend, Mr. Grayson, aber nutzlos, wenn sie nicht zu Fakten führt. Sagen Sie mir, was wissen Sie über diesen Friedhof? Hat Eleanor ihn je erwähnt? Grayson schüttelte den Kopf. Nie. Idihu. Sie sprach manchmal von alten Orten, von Geheimnissen, die in dieser Gegend verborgen sind. Sie sagte, die Wälder hier bewähren Geschichten, die besser vergessen bleiben. Holmes nickte, seine Aufmerksamkeit richtete sich auf einen großen verwitterten Grabstein, der von Efeu überwuchert war. Die Inschrift war kaum lesbar, doch das Wappen darauf, ein schwarzer Adler auf rotem Grund, ließ Holmes innehalten. Watson, sehen Sie, dasselbe Wappen wie auf dem Brief. Dieser Friedhof ist kein Zufall. Danedi nieder und untersucht den Boden den Grabstein herum. 10 Finger glitten über die Erde, bis sie eine leichte Unebenheit spürten. Mit einer geschickten Bewegung schob er das Moos beiseite und enthüllte eine steinerne Platte, die leicht erhöht war. In versteckter Eingang murmelte er. Watson, helfen Sie mir. Zusammen hoben sie die Platten, die mit überraschender Leichtigkeit Nakab und eine steinerne Treppe freilegt, die in die Dunkelheit hinabführte, Denn ein kühler Luftzug wehte herauf, gemischt mit dem Geruch von feuchter Erde und etwas Metallischem, vielleicht Blut. Watson erschauerte. Holmes, das gefällt mir nicht. Was, wenn wir dort unten auf etwas stoßen, für das wir nicht vorbereitet sind? Holmes lächelte grimmig. Dan Watson, werden wir improvisieren. Grayson, Sie bleiben hier und bewachen den Eingang, wenn wir in einer Stunde nichts zurück sind. Holen Sie Hilfe aus dem Gasthaus. Grayson protestierte. Ich will mitkommen. Wenn Eleanor dort unten, Sie bleiben hier, unterbrach Holmes scharf. Ihre Emotionen machen Sie unberechenbar, und ich brauche einen klaren Kopf. Watson, los. Die Treppe führte in ein finsteres Tunnelsystem, dessen Wände aus grabbehauenem Stein bestanden. Holmes hielt die Laterne hoch, während er und Watson vorsichtig hinabstiegen. Die Luft wurde kälter und das Echo ihrer Schritte hallte unheimlich wieder. Nach einigen Minuten erreichten sie einen kleinen Raum, der wie eine Krypta wirkte. In der Mitte stand ein steinerner Tisch, auf dem ein paar Gegenstände lagen, ein zerknittertes Stück Stoff, ein Dolch mit einem verzierten Griff und ein kleines in Leder gebundenes Buch. Holmes hob das Buch auf und schlug es auf. Es war ein Tagebuch, und die Handschrift war unverkennbar die von Lady Eleanor. Watson, wir haben es gefunden, sagte er, seine Stimme leise, aber triumphierend. Er begann, eine Seite laut vorzulesen. 12. Oktober. Victor hat mich gefunden. Ich dachte, ich hätte meine Vergangenheit hinter mir gelassen, aber er weiß alles, die Schuld, die ich trage, die Geheimnisse, die ich vor Reginald verborgen habe. Er droht, alles zu enthüllen, wenn ich nicht tue, was er verlangt. Ich habe keine Wahl. Das Treffen im Schwarzen Adler ist meine letzte Chance, ihn zu stoppen, aber ich fürchte, dass ich nicht stark genug bin. Watson starrt Holmes.
Und wie wusste, dass sie in Gefahr war? Und wie was ist diese Schuld, von der sie spricht? Holmes blätterte weiter, seine Augen scannten die Seiten. Hier ist mehr, sagte er und las weiter. 13. Oktober. Der Friedhof? Hat mir gesagt, ich soll zum Friedhof kommen zu Mitternacht. Sprach von einem alten Orden, einer Gruppe, die seit Jahrhunderten im Verborgenen wirkt. Ich dachte, das seien nur Geschichten, aber jetzt, ich weiß nicht, was ich glauben soll. Wenn ich nicht gehe, würde Reginald zerstören. Ich muss es riskieren. Holmes schloss das Buch und steckte es in sein Tisch. Holmes ein alter Orden, murmelte das erklärt das Wappen, den Tunnel, die Geheimniskrämerei. Eleanor war in etwas verwickelt, das größer ist, als wir dachten. Watson hob den Dolch auf und betrachtete ihn. Holmes, sehen Sie, das Wappen auf dem Griff, wieder der schwarze Adler und das Tuch, es riecht nach Parfüm, Sandelholz. Holmes nahm das Tuch und hielt es gegen das Licht. Das gleiche Parfüm wie auf dem Brief. Eleanor war hier, Watson, und sie war nicht allein. Kniete nieder und untersuchte den Boden. Spuren im Staub, zwei paar Fußabdrücke, einer zierlich, wahrscheinlich Eleanor, der andere größer, schwerer. Ein Mann, Victor, nehme ich an. Plötzlich erklang ein leises Geräusch aus der Dunkelheit, ein Schaben wie von Stein auf Stein. Holmes hielt die Laterne höher und drehte sich um Watson. Hinter ihnen. Watson wirbelte herum, die Pistole gezogen, doch der Gang war leer. Das Geräusch kam näher, und Holmes deutete auf eine Wand, wo ein schmaler Spalt sichtbar wurde, mit einem Ruck sogar in einem versteckten Hebel, und die Wand glitt zur Seite, enthüllte einen weiteren Tunnel. Doch bevor sie ihn betreten konnten, hörten sie Schritte, schnelle, panische Schritte, die sich entfernten. Nach ihnen, rief Holmes, und die beiden Männer rannten durch den Tunnel, die Laterne schwankend in Holmes' Hand. Der Tunnel führte zu einer weiteren Kammer, diesmal leer, bis auf einen Haufen zerbrochener Kisten und ein Symbol, das in die Wand geritzt war, ein schwarzer Adler, umgeben von einem Kreis aus Dornen. Holmes blieb stehen, seine Augen fixierten das Symbol. Watson, das ist kein gewöhnlicher Friedhof. Dies ist der Treffpunkt eines Kultes, eines alten Ordens, von dem Eleanor sprach. Und sie war hier, vielleicht gegen ihren Willen. Watson schüttelte den Kopf, seine Stimme angespannt. In Kult? Holmes, das klingt wie etwas aus einem Schauerroman. Sind Sie sicher? Holmes ist lächeln war grimmig. Die Wahrheit ist oft fantastischer als die Fiktion, Watson. Aber wir haben jetzt Beweise, das Tagebuch, das Symbol, die Spuren. Eleanor war hier, und sie wurde entweder entführt oder geflohen. Wir müssen zurück zu Grayson und herausfinden, ob er mehr weiß. Als sie den Tunnel verließen und wieder in die Oberfläche stiegen, war Grayson verschwunden. Der Grabstein war verschoben, als hätte jemand versucht, den Eingang zu verbergen. Holmes kniete nieder und untersuchte die Spuren im Gras. Frische Fußabdrücke, sagte er. Grayson war hier, aber er ist nicht allein gegangen. Jemand hat ihn mitgenommen, oder er ist geflohen.
Watson flüsterte leis. Verdammt, Holmes, wer hätten ihn nicht allein lassen sollen? Für jetzt, Holmes stand auf, seine Miene entschlossen. Jetzt, Watson, kehren wir nach Ashford Manor zurück. Wir haben Eleanors Tagebuch und wir wissen von diesem Orden. Aber das Rätsel ist noch nicht gelöst. Grayson ist entweder ein Opfer oder ein Verräter, und ich beabsichtige, das herauszufinden. Die Nacht schloss sich um sie, als sie den Friedhof verließen, das Symbol des schwarzen Adlers wie ein Schatten in ihren Gedanken. Kapitel 7 Unter der Erde, die Nacht war kalt und still, als Sherlock Holmes und Dr. Watson erneut in die Dunkelheit des unterirdischen Tunnelsystems unter dem alten Friedhof hinabstiegen. Der schwache Schein von Holmes' Laterne warf flackernde Schatten in die grob behauenen Steinwände, während die Luft immer kälter und schwerer wurde. Das Verschwinden von Thomas Grayson hatte die Dringlichkeit ihrer Mission erhöht, und Holmes' Miene war eine Maske der Konzentration. Seine Augen suchten unablässig nach Hinweisen in der Dunkelheit. Holmes, flüsterte Watson, seine Stimme holte unheimlich in dem engen Tunnel weiter. Graysons Flucht oder Entführung macht die Sache noch komplizierter. Glauben Sie, er ist Teil dieses Kultes, von dem Eleanor schrieb. Holmes hielt kurz inne, seine Finger glitten über eine feuchte Wand, wo das Symbol des schwarzen Adlers erneut eingraviert war. Grayson ist ein Rätsel. Watson, seine Emotionen schienen echt, aber Emotionen können täuschen. Er weiß mehr, als er preisgegeben hat, und seine plötzliche Abwesenheit deutet darauf hin, dass er entweder ein Opfer oder ein Komplize ist. Doch unser Fokus liegt jetzt hier unten. Dieser Tunnel ist der Schlüssel zu Eleanors Schicksal. Sie bewegten sich tiefer in das Tunnelsystem. Die Treppe führte in eine größere Kammer, ihren Decke von uralten Holzbalken gestützt wurde. Der Raum war kreisrund, und in der Mitte stand ein steinerner Altar, auf dem kerzenstumpfe getrocknetes Wachs und ein weiteres Symbol des schwarzen Adlers zu sehen waren. An den Wänden hingen werblichen Wandteppiche, die Szenen von Ritualszenen darstellten, Gestalten in Kapuzen, die sich um einen Adler versammelten, der eine Rose in den Klauen hielt, das gleiche Wappen wie auf Lord Ashfords Brief. Watson trat näher in den Altar und hob einen kleinen, in Stoff gewickelten Gegenstand auf. Er entfaltete ihn vorsichtig und fand eine silberne Brooche, geformt wie ein Adler, mit einem winzigen Ruben als Auge. Holmes, sehen Sie sich das an. Das ist keine gewöhnliche Schmuckstück. Es fühlt sich schwer an, fast wie ein Talisman. Holmes nahm die Brooche und untersuchte sie im Licht der Laterne. Wherewith ein Symbol des Ordens, murmelte er, und der Ruben, ungewöhnlich rein, fast wie ein Signal. Diese Brooche ist kein Schmuck, Watson, sondern ein Erkennungszeichen. Eleanor trug vielleicht etwas Ähnliches, oder sie hat es hier zurückgelassen. Er steckte die Brooche in seine Tasche und wandte sich den Wandteppichen zu. Sehen Sie her, sagte er und deutete auf eine Szene, die eine Frau mit langen Haaren zeigte, die vor einem Altar kniete. Die Ähnlichkeit mit Eleanor ist frappierend. Dieser Orden hat eine Geschichte, und sie war kein Zufallopfer. Sie war Teil ihrer Pläne, oder sie stand ihnen im Weg. Sie sind avid,
Genesen des Spät, proper spicy. Watson rensolti die Stier. In Kult der seit Jahrhunderten existiert. Holmes, das klingt wie etwas aus einer Legende. Warum sollte Eleanor in so etwas verwickelt sein? Holmes neigte nieder und untersuchte den Boden den Altar. Legenden haben oft einen Kern der Wahrheit, Watson. Eleanor schrieb in ihrem Tagebuch von einer alten Schuld, von Verbindungen aus ihrer Vergangenheit. Dieser Orden, oder was davon übrig ist, scheint sie erpresst zu haben, etwas zu vollenden, das vor langer Zeit begann. Seine Finger fanden eine Lose Steinplatte unter dem Altar, und mit einem leisen Knirschen hob er sie an. Darunter lag ein kleiner Hohlraum, in dem ein weiteres Dokument lag, ein Pergament, vergilbt und brüchig. Holmes entfaltete es vorsichtig und las in flackerndem Licht der Laterne. Hören Sie, Watson, sagte er, seine Stimme leise, aber angespannt. Im Jahr des Adlers, in 1703, Sieg, der Orden des Schwarzen Adlers, schwört die Wahrheit zu bewahren, bis die Schuld beglichen ist. Die Rose muss blühen, oder das Blut der Sünder wird fließen. Die Auserwählte wird kommen, und ihre Opferung wird das Gleichgewicht wiederherstellen. Watson starrte ihn, in sein Gesicht blass. In Opferung, Holmes, meinen Sie, Eleanor War? Keine voreiligen Schlüsse, Watson, unterbrach Holmes. Das Wort Opferung kann viele Bedeutungen haben. Physisch, symbolisch, vielleicht eine Übergabe von Macht. Aber eines ist klar, Eleanor war die Auserwählte dazu gemacht. Der Orden wollte etwas von ihr, und sie wusste es. Plötzlich erklang ein leises Geräusch aus einem der angrenzenden Tunnel, ein Scharren, gefolgt von einem gedämpften Flüstern. Holmes löschte die Laterne, und die Kammer versank in Dunkelheit. Still zischte er, seine Hand griff nach Watsons Arm. Die beiden Männer kauerten sich hinter den Altar, während die Geräusche näher kamen. Zwei Gestalten traten in die Kammer, ihrer Umriss kaum sichtbar im schwachen Mondlicht, das durch einen Spalt in der Decke fiel. Eine Stimme, tief und rauh, sprach auf: Sie war hier, ich weiß es. Der Adler hat sie geführt, aber sie hat sich gewehrt. Ein zweite Stimme, höher und nervös, antwortete: Victor wird nicht erfreut sein. Wenn sie entkommen ist, wird alles umsonst gewesen sein. Wir müssen sie finden, bevor Holmes uns zuvor kommt. Holmes und Watson tauschten einen Blick. Victor, der Name, der sie seit Beginn verfolgte, war nun hier, in Fleisch und Blut. Holmes zog Watson leise zurück in den Tunnel, aus dem sie gekommen waren, und flüsterte: Wir haben genug gehört. Diese Männer sind Mitglieder des Ordens, und sie wissen, dass wir hier sind. Wir müssen vorsichtig sein. Zurück! An der Oberfläche war der Friedhof leer, doch die Spuren von Gräsens Verschwinden wären deutlicher geworden. Holmes untersuchte den Boden und fand weitere Fußabdrücke, die in Richtung des Waldes führten. Zwei Männer, sagte er. Einer trug Grayson, oder er wurde gezwungen, mitzugehen. Die Spuren sind frisch, nicht älter als eine Stunde. Watson zog seine Pistole. Sollen wir ihnen folgen? Holmes schüttelte den Kopf. Nicht jetzt, Watson. Wir haben das Tagebuch, die Brooche und das Pergament. Diese Beweise sind wertvoller
als eine Verfolgung in der Dunkelheit. Wir müssen nach Ashford Manor zurückkehren und die Familie konfrontieren. Irgendjemand weiß von diesem Orden und die vermutet, dass Lady Margaret mehr verbirgt, als sie zugibt. Als sie den Friedhof verließen, warf Holmes einen letzten Blick auf den Grabstein mit dem schwarzen Adler. Watson, sagte er leise, dieser Orden ist kein Mythos. Er lebt und er ist gefährlich. Eleanor ist entweder ihre Gefängin oder ihre Gegnerin, und wir sind die Einzigen, die sie finden können. In Ashford Manor angekommen, fanden sie das Haus in Aufruhr. Lord Ashford erwartet sie in der großen Halle. Sein Gesicht ist voll. Mr. Holmes, es gibt Neuigkeiten. Einer der Bediensteten hat etwas gefunden, ein Tuch, blutbefleckt, in der Nähe des Gartentors. Holmes nahm das Tuch entgegen. Seine Augen untersuchten die Flecken. Blut, ja, aber nicht frisch. Es ist mindestens 2 Tage alt. Und sehen Sie, der Stoff ist fein, wie der, den wir in der Krypta fanden. Eleanor war dort, und jemand will, dass wir es wissen. Watson runzelte die Stirn. Aber wo das Tuch hier hinterlassen? Eine Ablenkung oder eine Botschaft, murmelte Holmes. Die Mann spielt mit uns, Watson. Abbas, dieses Spiel gewinnen. Morgen werden wir die Familie erneut befragen, und ich werde Lady Margaret nicht länger schonen. Sie weiß etwas über diesen Orden, und ich werde es aus ihr herausbekommen. Die Nacht schloss sich Ashford Manor, und die Schatten des schwarzen Adlers schienen überall zu lauern. Kapitel 8: Die Maske der Verräters. Die Morgendämmerung über Ashford Manor war grau und schwer. Der Nebel hing wie ein Schleier über den Gärten, als Sherlock Holmes und Dr. Watson die große Halle betraten. Das blutbefleckte Tuch, das im Gartentor gefunden worden war, lag auf dem Tisch vor ihnen, neben Eleanors Tagebuch, der silbernen Adlerbrusch und dem alten Pergament aus der Krypta. Holmes' Gesicht war eine Maske der Konzentration, seine Finger trommelten unruhig, während er die Beweise betrachtet. Watson, der die Nacht kaum geschlafen hatte, wirkte angespannt, seine Hand ruhte instinktiv in der Nähe seiner Tasche, wo seine Pistole steckte. Holmes, begann Watson, seine Stimme leise, die schlafenden Bediensteten nicht zu wecken. Dieses Tuch, das Tagebuch, der Orden, es fühlt sich an, als ob wir einem Phantom nachjagen. Grayson ist verschwunden, Eleanor ist fort, und die Familie scheint mehr zu verbergen, als sie zugibt. Wo fangen wir an? Holmes' Augen glitzerten, als das Tuch auf Hob und es gegen das Licht hielt. Wir fangen bei der Wahrheit an, Watson. Dieses Tuch ist kein Zufall. Es wurde platziert, uns zu täuschen oder zu lenken. Das Blut ist alt, aber die Platzierung ist neu. Jemand in diesem Haus spielt ein doppeltes Spiel, und ich habe meine Vermutungen. Er legte das Tuch zurück und wandte sich der Tür zu. Es ist Zeit, die Familie zu konfrontieren. Lady Margaret, Charles, Beatrice, einer von ihnen weiß mehr, als er zugibt, und ich beabsichtige, die Maske des Verräters zu lüften. Die Familie Ashford versammelte sich widerwillig im Salon, ihre Gesichter gezeichnet von Müdigkeit und Misstrauen. Lord Reginald Ashford stand am Fenster, seine Haltung anspannt, während Lady Margaret in einem Sessel saß,
ihre Hände fest um meine Teetasse geschlossen. Charles, der jüngere Bruder, lehnte gegen einen Tisch, seine Augen huschten nervös zwischen Holmes und den anderen hin und her. Beatrice, die Cousine, saß abseits, ihre Hände zitterten leicht, als sie in ihrem Schal zupfte. Holmes trat in die Mitte des Raums, seine Präsenz gebot Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, begann er, seine Stimme ruhig, aber scharf wie eine Klinge. Das Verschwinden von Lady Eleanor ist kein bloßes Unglück. Es ist ein Geflecht aus Geheimnissen, Erpressung und Verrat, und ich bin überzeugt, dass jemand in diesem Raum mehr weiß, als er preisgibt. Lassen Sie uns keine Zeit verschwenden. Lady Margaret, jetzt sie auf, ihre Augen kalt. Mr. Holmes, Ihre Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Wir sind eine angesehene Familie. Warum sollten wir etwas mit Eleanors Verschwinden zu tun haben? Holmes lächelte dünn. Eine angesehene Familie, Lady Margaret? Angesehene Familien haben oft die dunkelsten Geheimnisse. Lassen Sie mich Ihnen einige Fakten präsentieren. Er zog das Tagebuch aus seiner Tasche und hielt es hoch. Eleanors eigene Worte sprechen von einem Mann namens Victor, einer alten Schuld und einem Treffen im Schwarzen Adler. Sie erwähnt einen Orden, den Orden des Schwarzen Adlers. Klingt das vertraut? Charles zuckte es sichtbar zusammen, seine Finger krallten sich in die Tischkante. Den Orden? Das ist lächerlich. Eleanor war verwirrt, vielleicht krank. Sie hat Geschichten erfunden. Holmes' Blick richtete sich auf Charles. Seine Augen verengten sie. Erfunden, Mr. Charles. Dann erklären Sie mir dies. Zog die silberne Adlerbrosche hervor und hielt sie ins Licht. Gefunden in einer Krypta unter dem Friedhof, zusammen mit einem Pergament, das von einem Orden spricht, der seit Jahrhunderten existiert. Und dieses Tuch, er deutete auf den Tisch, wurde absichtlich platziert, um uns zu täuschen. Jemand in diesem Haus wusste von Eleanors Verbindung zu diesem Orden. Beatrice stieß einen leisen Schrei aus. Das kann nicht sein. Eleanor war meine Freundin. Sie hätte mir davon erzählt. Und doch, sagte Holmes, seine Stimme sanft, aber unnachgiebig, haben Sie den Namen Victor erwähnt. Beatrice. Sie wussten, dass sie ihn fürchte. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Beatrice wurde blass, ihre Hände zitterten. Ich wollte sie schützen. Sie bat mich, niemandem davon zu erzählen. Sie sagte, ich sei zu gefährlich. Lord Ashford trat vor, seine Stimme zitterte vor Wut. Genug, Mr. Holmes. Sie werfen meiner Familie Verrat vor, aber was haben Sie für Beweise? Eleanor ist verschwunden und Sie jagen Schatten. Holmes ignoriert den Ausbruch und wandte sich an Charles. Mr. Charles, the erwähnten Eleanor im Garten gesehen zu haben, mit einem Umschlag in der Hand. Sie waren bemerkenswert vage. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Ihr Gedächtnis aufzufrischen. Er zog den Brief mit dem schwarzen Adlerwappen hervor und hielt ihn hoch. Dieser Brief, gefunden in der Bibliothek, war an Eleanor adressiert, und ich habe bemerkt, dass Ihre Hände, Mr. Charles, eine ungewöhnliche Angewohnheit haben. Sie reiben Ihren Daumen,
wenn sie nervös sind. Der Daumenabdruck auf diesem Brief passt zu ihnen. In Collectives. Keuchen erfüllte den Raum. Charles wurde leichenblass. Seine Augen weiteten sich. Das ist absurd. Ich hab diesen Brief nie gesehen. Holmes trat näher. Seine Stimme war wie ein Peitschennell. Sie lügen, Mr. Charles. Der Abdruck ist eindeutig und ihre Nervosität wäret sie. Sie wussten von Eleanors Treffen im Schwarzen Adler. Sie wussten von Victor und ich vermute, sie wussten von dem Orden. Was haben sie noch verborgen? Purits burst ein. Ihr Charles taumelte zurück. Seine Hände hoben sich, als wolle sich verteidigen. Jack, ich wollte nur helfen. Eleanor kam zu mir vor einer Woche. Sie war verängstigt, sagte jemand bedrohe sie. Sie zeigte mir den Brief, bat mich, niemandem etwas zu sagen. Ich habe ihn in die Bibliothek gelegt, weil ich dachte, sei sicher dort. Lady Margaret sprang auf, ihre Stimme schrill. Charles, du Narr, warum hast du uns nichts gesagt? Holmes' Blick wanderte zu Lady Margaret, seine Augen verengten sich. Interessant, dass Sie so reagieren, Lady Margaret. Ihre Entrüstung wirkt geprobt. Wussten Sie ebenfalls von diesem Brief? Oder vielleicht von dem Orden? Lady Margaret erstarrt. Ihre Lippen wurden schmal. Ich weiß nichts von einem Orden. Sie überschreiten ihre Grenzen, Mr. Holmes. Holmes ignorierte sie und wandte sie wieder an Charles. Mr. Charles, Ihre Geschichte ist nur ein Teil der Wahrheit. Sie haben den Brief versteckt, aber Sie haben auch Eleanor beobachtet. Nicht wahr? Sie waren im Garten in der Nacht, als sie verschwand. Die Fußabdrücke unter ihrem Fenster, sie passen zu ihren Schuhen, die ich heute Morgen bemerkt habe. Sie waren dort und sie haben etwas gesehen. Cyril sank auf einen Stuhl, sein Gesicht in den Händen. Ich wollte sie nicht verraten. Ich hab sie geliebt, verstehen Sie, aber sie hat Reginald gewählt. Ich hab sie im Garten gesehen, mit diesem Mann. Victor, ich dachte, sie sei weggelaufen. Watson trat vor, seine Stimme voller Unglauben. Sie haben sie geliebt und sie haben nichts gesagt, Charles, wenn Sie die Wahrheit kennen. Sprechen Sie jetzt. Holmes hob eine Hand, Watson zu beruhigen. Mr. Charles ist ein Verräter, aber nicht der Drahtzieher. Seine Eifersucht hat ihn blind gemacht, aber ist nur ein Bauer in diesem Spiel. Der wahre Spieler ist Victor und möglicherweise jemand anderes in diesem Haus. Wandte sich an Lady Margaret. Sie, Lady Margaret, haben Eleanor von Anfang an misstraut. Wussten Sie von ihrem Geheimnis? Wussten Sie von dem Orden? Lady Margaret hob das Kinn. Ihre Augen funkelten. Ich habe Ihnen gesagt, Mr. Holmes, ich weiß nichts von einem Orden. Aber wenn Eleanor in dunkle Machenschaften verwickelt war, dann hat sie bekommen, was sie verdiente. Holmes lächeln war. Tashor Worte verraten Sie, Lady Margaret. Sie wissen mehr. Sie zugeben. Sie zugeben. Aber für den Moment genügt es, dass wir Charles Rell kennen. Watson, wir müssen zurück zum Friedhof. Die Spuren von Grayson führen in den Wald, und ich vermute, dass Victor dort ist, oder jemand, der für ihn arbeitet. Als Holmes und Watson den Salon verließen,
warf Watson seinem Freund einen besorgten Blick zu. Holmes Charles Sift Geständnis erklärt einiges. Es fühlt sich an, als ob wir nur die Oberfläche gekratzt haben. Was es mit Lady Margaret? Sie war so ruhig, so kontrolliert. Holmes nickte, seine Augen auf die nebligen Gärten gerichtet. Lady Margaret ist ein Rätsel, Watson. Sie weiß etwas über den Orden, dessen bin ich sicher, aber wir müssen uns auf Victor konzentrieren. Charles Verrat war emotional, nicht kalkuliert. Der wahre Feind ist schlauer und gefährlicher. Die beiden Männer machten sich bereit, in die Nacht zurückzukehren. Die Beweise in Holmes' Tasche wie die Geheimnisse, die sie enthielten. Der Orden des Schwarzen Adlers war kein Mythos mehr, sondern eine Bedrohung, die näher rückte. Kapitel 9. Das Geheimnis der Braut. Die Nacht hatte sich über Ashford Manor gelegt wie ein dunkler Schleier, als Sherlock Holmes und Dr. Watson in das Arbeitszimmer zurückkehrten, das ihnen als Basis für ihre Ermittlungen dient. Der Raum war an einem schwachen Lampenschein erleuchtet, und auf dem Schreibtisch lagen die gesammelten Beweise, Elinors Tagebuch, die silberne Adlerbrosche, das alte Pergament und das blutbefleckte Tuch. Holmes stand im Fenster, seine Silhouette scharf gegen das neblige Grau draußen, während er das Tagebuch erneut durchblätterte. Watson saß am Schreibtisch, seine Stirn in Falten gelegt, während er die Ereignisse des Tages zu ordnen versuchte. Holmes begann Watson, seine Stimme gedämpft. Charles' Geständnis war ein Schock, aber es fühlt sich an, als ob wir immer noch im Dunkeln tappen. Eleanor war in diesen Orden verwickelt, und Victor scheint der Schlüssel zu sein. Aber was ist ihre Schuld? Und warum hat sie Reginald nichts davon erzählt? Holmes schloss das Tagebuch mit einem leisen Klacken und drehte sich, seine Augen glitzerten im Lampenlicht. Watson, Eleanor war keine gewöhnliche Braut. Ihre Vergangenheit ist der Schlüssel zu diesem Rätsel, und ich beginne die Umrisse ihrer Geschichte zu sehen. Dieses Tagebuch, er tippte auf das Leder, ist mehr als ein Bericht ihrer Ängste. Es ist ein Geständnis. Lassen Sie uns tiefer graben. Er öffnete das Tagebuch, erneut und blätterte zu einer Seite, die er zuvor markiert hatte. Hören Sie, Watson, sagte er in Lasslaut vor. 5. Oktober. Ich dachte, ich könnte meine Vergangenheit hinter mir lassen, aber sie holt mich immer wieder ein. Victor war einmal ein Freund, jemand, der mir half, als ich nichts hatte, aber er hat sich verändert, oder vielleicht habe ich ihn nie wirklich gekannt. Der Orden des Schwarzen Adlers ist kein Märchen, wie ich einst glaubte. Sie haben mich auserwählt, weil ich die letzte einer Linie bin, die eine alte Schuld trägt. Ich kann Reginald nicht die Wahrheit sagen, es würde ihn zerstören. Watson lehnte sich zurück, seine Augen weiteten sich. Die letzte einer Linie, Holmes, was bedeutet das? War Eleanor Teil einer Adelsfamilie, von der niemand wusste? Holmes nickte langsam, sein Finger trommelten auf dem Schreibtisch. Genau das, Watson. Eleanor war keine gewöhnliche Weise, wie sie behauptet. Sehen Sie hier. Er zog das alte Pergament hervor, das sie in der Krypta gefunden hatten, und deutete auf eine Zeile, die er zuvor übersehen hatte. Die Rose wird blühen durch das Blut der Letzten. Er tippte auf das Wort Rose.
Das Wappen der Ashfords zeigt einen Löwen, der eine Rose hält. Aber was, wenn die Rose nicht nur ein Symbol ist? Was, wenn sie eine Person repräsentiert? Eleanor, Watson runzelte die Stirn. Sie meinen, Eleanor war Teil einer alten Prophezeiung? Das klingt wie etwas aus einem alten Roman. Holmes lächelte dünn. Die Wahrheit ist oft fantastischer als die Fiktion, Watson. Aber lassen Sie uns die Fakten betrachten. Eleanor erwähnt eine alte Schuld und eine Linie. Der Orden des Schwarzen Adlers spricht von einer Hauser Welten. Ich vermute, dass Eleanors wahre Herkunft mit diesem Orden verknüpft ist, vielleicht eine Familie, die einst Teil des Ordens war oder ihn betrogen hat. Victor nutzt dieses Wissen, um sie zu erpressen. Holmes und Watson beschlossen, ihre Ermittlungen fortzusetzen, indem sie die Bibliothek von Ashford Manor erneut durchsuchten, in der Hoffnung, weitere Hinweise auf Eleanors Vergangenheit zu finden. Der Raum war still, die Regale ragten wie dunkle Wächter sie herum auf. Holmes bewagte sich mit der Präzision eines Jägers. Seine Finger glitten über die Buchrücken, bis bei einem alten, in Leder gebundenen Band innehielt, eine Chronik der Familie Ashford, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichte. Watson, helfen Sie mir, sagte Holmes, während das Schwerbuch auf einen Tisch legte. Die Seiten waren vergilbt, die Tinte verblasst, aber Holmes' scharfer Blick fand schnell eine relevante Passage. Hier, sagte er und deute auf eine Seite, die von einer Familie namens Rosemont sprach. Die Rosemonts waren eine einflussreiche Familie in Kent, verbunden mit den Ashfords durch eine Heirat im Jahr 1703 und sie, dem gleichen Jahr, das im Pergament des Ordens erwähnt wird. Watson las über Holmes' selbst Schulter mit. Die Rosemonts verschwanden nach einem Skandal, etwas über Verrat und einen geheimen Bund. Holmes glauben Sie, Eleanor war eine Nachfahrin der Rosemonts. Holmes nickte, es passt. Eleanor war eine Weis, aber ihre Eleganz, ihre Bildung, sie war nicht von gewöhnlicher Herkunft. Ich vermute, sie wusste von ihrer Verbindung zu den Rosemonts und damit zum Orden. Der Skandal, von dem hier gesprochen wird, könnte die alte Schuld sein, die sie erwähnte. Conan blätterte weiter und fand eine Notiz am Rand, in einer anderen Handschrift geschrieben. Die Rose muss blühen oder das Blut verfließen. Holmes' Augen verengten sich. Das ist kein Zufall, Watson. Diese Chronik wurde von jemandem annotiert, der vom Orden wusste, vielleicht ein Mitglied der Ashford-Familie. Die beiden Männer wurden von einem leisen Klopfen an der Tür unterbrochen. Beatrice trat ein, ihre Augen gerötet und ihre Hände nervös verschlungen. Mr. Holmes, sagte sie leise, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich habe gelogen, nicht absichtlich, aber ich habe etwas zurückgehalten. Holmes' selbst Blick wurde dringend. Sprechen Sie, Beatrice. Die Zeit für Geheimnisse ist vorbei. Beatrice atmet tief durch. Eleanor erzählte mir vor Monaten von ihrer Vergangenheit. Sie sagte, sie sei als Kind in einem Waisenhaus gewesen, aber jemand, ein Mann namens Victor, von sie und erzählte ihr, dass sie von einer alten Familie abstammen. Er brachte sie in die Gesellschaft, half ihr, sich ein neues Leben aufzubauen, aber er verlangte etwas dafür.
Sie sprach von einem Ritual, von etwas, das sie tun müsse, um ihre Schuld zu begleichen. Watson trat vor, seine Stimme sanft. Warum haben Sie das nicht früher gesagt, Beatrice? Ich hatte Angst, flüsterte sie. Eleanor sagte, wenn die Wahrheit herauskäme, würde es die Ashfords zerstören. Sie liebte Reginald, aber sie wusste, dass ihre Vergangenheit ihn in Gefahr bringen könnte. Holmes lehnte sich zurück, seine Finger verschränkt. Wann was es dieses Ritual? Beatrice? Was wollte Victor von ihr? Beatrice schüttelte den Kopf, Tränen in den Augen. Sie hätte es nie genau erklärt, nur dass es mit dem Orden zu tun hatte, mit einem alten Versprechen. Sie sagte, es sei etwas, das ihre Familie vor Jahrhunderten geschworen habe. Ich dachte, sie übertreibe, aber dann verschwand sie. Holmes nickte, San Mine, undurchdringlich. Danke, Beatrice, Ihre Ehrlichkeit bringt uns weiter, aber ich muss Sie warnen, sagen Sie niemandem in diesem Haus, was Sie uns erzählt haben. Der Veriter ist noch unter uns. Nachdem Beatrice gegangen war, wandte sich Holmes an Watson. Die Rosemonts, der Orden, die Schuld, alles führt zu Eleanor. Sie war nicht nur ein Opfer, Watson. Sie war der Dreh- und Angelpunkt eines Plans, der Jahrhunderte alt ist. Victor ist der Schlüssel, aber ich vermute, dass jemand in der Familie Ashford, vielleicht Lady Margaret, mehr über die Rosemonts weiß, als sie zugibt. Holmes und Watson beschlossen, Lady Margaret noch wie einmal zu konfrontieren. Sie fanden sie im Salon, wo sie allein saß, ein altes Familienporträt betrachtend. Lady Margaret, begann Holmes, seine Stimme ruhig, aber unnachgiebig. Sie wissen von den Rosemonts, nicht wahr? Und von ihrer Verbindung zum Orden des Schwarzen Adlers. Lady Margaret erstarrte. Ihre Hände krollten sie in die Armlehnen ihres Sessels. Sie wissen nicht, wovon sie sprechen, Mr. Holmes. Die Rosemonts sind eine alte Geschichte, nichts weiter. Holmes trat näher, seine Augen fixierten sie. In alte Geschichte, die Eleanor in Gefahr brachte. Sie wussten, dass sie eine Rosemont war, nicht wahr? Und sie wussten von der Schuld, die ihre Familie trug. Warum haben sie so sehr verachtet? Lady Margaret hob das Kinn, ihre Stimme kalt. Ich hab sie nicht verachtet, ich hab sie gefürchtet. Meine Frau mit solch einer Vergangenheit bringt nur Unglück. Die Rosemonts wären Verräter, Mr. Holmes. Sie wandten sich gegen einen alten Bund, und ihre Nachkommen mussten dafür bezahlen. Ich wollte meinen Sohn schützen. Holmes selbst lächeln, war eisig, und doch haben sie ihn nicht geschützt, indem sie schwiegen. Eleanor wurde erpresst, vielleicht entführt, wegen dieser alten Schuld, wenn Sie etwas wissen. Lady Margaret, sprechen Sie jetzt. Sie zögerte, dann senkte sie den Blick. Sie weiß nur, was mein Vater mir erzählt. Die Rosemonts waren einst mächtig, aber sie brachen ein heiliges Versprechen. Der Orden des Schwarzen Adlers hat sie nie vergessen. Wenn Eleanor eine Rosemont war, dann war sie von Anfang an verloren. Holmes nickte, seine Miene undurchdringlich. Danke, Lady Margaret. Ihre Worte bestätigen meine Vermutungen, aber wir sind noch nicht fertig. Watson, wir müssen Victor finden. Er ist derjenige,
der dieses Netz gesponnen hat. Als sie den Salon verließen, warf Watson Holmes einen besorgten Blick zu. Holmes, wenn Eleanor eine Rosemont war, dann ist sie in größerer Gefahr, als wir dachten, der Orden will etwas von ihr, vielleicht dieses Ritual. Was ist unser nächster Schritt? Holmes' Augen glitzerten entschlossen. Wir setzen eine voll. Watson, Victor erwartet, dass wir ihm folgen, aber wir werden ihn zu uns locken. Morgen Nacht, im Nebel der Moor, werden wir ihn erwarten, aber seien Sie gewarnt. Der Orden des Schwarzen Adlers ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Die Schatten der Nacht schlossen sich Ashford Manor, und das Geheimnis der Braut wurde immer dunkler. Kapitel 10: Die Falle im Nebel. Die Moor von Kent erstreckten sich wie ein endloses Meer aus Schatten, als Sherlock Holmes und Dr. Watson in der kalten, nebligen Nachtposition besogen. Der Wind trug das ferne Heulen eines Tieres heran, und der Boden unter ihren Füßen war weich und tückisch. Holmes hatte einen Plan ausgearbeitet, Victor oder wen auch immer der Orden des Schwarzen Adlers geschickt hatte, aus der Reserve zu locken. Sie hatten eine falsche Nachricht in Umlauf gebracht über einen Bediensteten in Ashford Manor, dass Holmes einen entscheidenden Hinweis gefunden habe und bereit sei, ihn im Moor gegen Informationen über Eleanors Verbleib einzutauschen. Nun kauerten sie hinter einem Felsen, die Laternen gedämpft, ihre Sinne geschärft. Holmes flüsterte Watson, seine Hand fest den Griff, seine Pistole geschlossen. Sind Sie sicher, dass das funktioniert? Der Orden scheint uns immer einen Schritt voraus zu sein. Was, wenn Victor nicht kommt? Holmes' Augen glitzerten im schwachen Licht. Seine Stimme war ruhig. Bade bestimmt. Victor wird kommen. Watson, ist ein Jäger, und Jäger widerstehen dem Köder nicht, besonders wenn sie glauben, die Oberhand zu haben. Der Orden will Eleanor oder was sie repräsentiert. Unsere Aufgabe ist es, ihn zu zwingen, sich zu zeigen. Die Stunden vergingen. Der Nebel wurde dichter, bis die Welt sie herum in ein graues Nix verschwamm. Plötzlich erklang ein leises Geräusch, das Knirschen von Schritten auf dem feuchten Boden. Holmes hob eine Hand, Watson zu signalisieren, still zu sein. Eine Gestalt tauchte aus dem Nebel auf, groß, in einen langen Mantel gehüllt, das Gesicht von einer Kapuze verborgen. Die Gestalt hielt inne, als ob sie die Umgebung absuchte. Dann zog sie eine kleine Laterne hervor und hob sie hoch, das Licht ein schwacher Leuchtturm im Nebel. Mr. Holmes, rief eine tiefe Stimme, die einen leichten Akzent trug, österreichisch vielleicht. Ich weiß, dass Sie hier sind. Zeigen Sie sich, oder die Wahrheit über Eleanor wird für immer verloren sein. Holmes trat langsam aus dem Schatten, seine Haltung entspannt, aber seine Augen wachsam. Victor, nehme ich an, sagte er, seine Stimme durchdrang den Nebel wie ein Messer. Sie haben einen weiten Weg zurückgelegt, eine Braut zu entführen, aber ich fürchte, Ihre Pläne sind durchkreuzt. Ihre Pläne sind durchkreuzt. Die Gestalt lacht. Ein kaltes, hohles Geräusch. Sie sind so arrogant wie Ihr Ruf, Mr. Holmes, aber Sie verstehen nicht, womit Sie es zu tun haben. Eleanor gehört dem Orden. Sie war von Geburt an dazu bestimmt. Die Schuld der Rosemonts kann nur durch sie beglichen werden. Watson trat vor, seine Pistole
erhoben. Wo ist sie? Wenn sie ihr wehgetan haben. Ruhig, Watson, unterbrach Holmes, ohne den Blick von der Gestalt abzuwenden. Lassen Sie uns höflich bleiben. Victor, Sie sprechen von einer Schuld, einem Ritual, aber Eleanor ist verschwunden und ihre Drohungen sind leer, solange wir nicht wissen, wo sie ist. Sagen Sie mir, was will der Orden von ihr? Die Gestalt zog die Kapuze zurück, und zum Vorschein kam ein Mann mit scharfen Gesichtszügen, dunklen Haaren und Augen, die wie Kohlen glühten. Sie wollen die Wahrheit, Holmes. Eleanor ist die letzte der Rosemonts, die letzte Trägerin einer Linie, die den Orden vor Jahrhunderten verriet. Ihre Vorfahren stahlen ein Relikt, das Herz des Adlers, ein Artefakt von unschätzbarem Wert. Der Orden hat geschworen, es zurückzuholen, und Eleanor war der Schlüssel. Sie wusste, wo es verborgen ist. Holmes' Miene blieb unirrt, dringlich, und sie dachten, Erpressung und Entführung würden sie dazu bringen, es ihnen zu geben. Sie unterschätzen sie. Eleanor hat sich gewehrt, nicht wahr? Deshalb ist sie verschwunden. Victor lächelte, aber es war ein Lächeln ohne Wärme. Sie war schlauer als wir dachten. Sie hat das Relikt versteckt, bevor wir sie erreichen konnten. Aber wir haben sie gefunden, und wir werden sie brechen. Plötzlich erklang ein zweites Geräusch aus dem Nebel, ein leises Rascheln, gefolgt von einem dumpfen Schlag. Victor wirbelte herum, seine Hand griff nach einer Waffe, doch bevor er reagieren konnte, stürzte eine weitere Gestalt aus dem Nebel, Thomas Grayson, sein Gesicht blutverschmiert, aber entschlossen. Victor, schrie Grayson, seine Stimme heiser vor Wut. Du hast sie verraten. Ich habe alles gehört. Watson hob seine Pistole, doch Holmes hielt ihn zurück. Sind sie? Watson, lassen Sie ansehen, wie sich das Drama entfaltet. Grayson stürzte sich auf Victor, und die beiden Männer rangen im Nebel, ihre Silhouetten wie Geister. Holmes nutzte die Gelegenheit, um sich in den Rand der Szene zu bewegen. Seine Augen suchten nach weiteren Hinweisen. Er bemerkte eine kleine Tasche, die Victor fallen gelassen hatte, und hob sie schnell auf. Darin fand er ein weiteres Pergament, diesmal mit einer Karte, eine grobe Skizze der Moor, mit einem Punkt markiert, der ein verlassenes Herrenhaus am Rande des Waldes zeigte. Watson, flüsterte Holmes, während Grayson und Victor weiter kämpfen. Das ist unser nächster Hinweis. Das Herrenhaus ist der Schlüssel, aber zuerst müssen wir diesen Kampf beenden. Holmes trat vor, seine Stimme dröhnte durch den Nebel. Genug! Er zog eine kleine Pfeife aus seiner Tasche und blies hinein, ein schriller Ton, der durch die Nacht hallte. Sekunden später tauchten zwei Gestalten auf, Polizisten aus dem nahegelegenen Dorf, die Holmes heimlich verständigt hatte. Sie packten Victor und Grayson, trennten die beiden Männer und fesselten sie. Victor lacht, selbst als die Handschellen klickten. Sie denken, das ist das Ende, Holmes? Der Orden ist größer, als Sie ahnen. Oh, Ellen ist größer, als Sie ahnen. Eleanor wird uns nicht entkommen. Holmes ignoriert ihn wandte sich in Grayson. Mr. Grayson, Ihre Rückkehr ist unerwartet.
Wo waren Sie? Und was wissen Sie? Grayson, schweret Mend, wischte sich das Blut aus dem Gesicht. Sie haben mich entführt nach dem Friedhof. Sie wollten wissen, was ich Ihnen erzählt habe. Ich bin entkommen, aber ich habe Sie belauscht. Victor und seine Männer. Sie halten Eleanor in einem Herrenhaus, nicht weit von hier. Sie ist am Leben, aber sie wollen das Relikt. Ich musste zurückkommen, um ihnen zu helfen. Holmes nickte. Seine Winnie zur Geschichte wird geprüft werden. Grayson. Abby. Gayson. Abby. Für den Moment haben sie uns einen Vorteil verschafft. Er hielt die Karte hoch. Das Herrenhaus, Watson. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Als die Polizisten Victor und Grayson abführten, machten sich Holmes und Watson auf den Weg durch das Moor, die Karte in Holmes' Hand. Der Nebel war dichter geworden, aber Holmes' Orientierungssinn war unfehlbar. Nach einer Stunde erreichten sie die Silhouette eines verfallenen Herrenhauses, dessen Fenster wie leere Augen in die Nacht starrten. Holmes, flüsterte Watson, seine Stimme eingespannt, wenn Eleanor hier ist, warum hat der Orden sie nicht schon gezwungen, das Relikt herauszugeben? Holmes ist lächelnd grimmig, weil Eleanor schlauer ist als sie dachten. Sie hat das Relikt versteckt und sie hält stand. Aber der Orden wird nicht aufgeben. Und ich vermute, dass es noch einen Verräter gibt. Jemanden, der näher in Ashford Manor ist, als wir dachten. Die Tür des Herrenhauses nährte, als Holmes aufstieß, und die beiden Männer traten in die Dunkelheit, bereit, das Rätsel der verschwundenen Braut ein für allemal zu lösen. Kapitel 11. Die Wahrheit enthüllt. Das verfallene Herrenhaus am Rande des Moors ragte wie ein finsterer Schatten aus dem Nebel empor. Seine zerbrochenen Fenster und bröckelnden Mauern suchten von Jahrhunderten der Vernachlässigung. Sherlock Holmes und Dr. Watson bewegten sich lautlos durch die Eingangshalle. Ihre Schritte hallten auf dem zerbrochenen Marmorboden weiter. Holmes hielt die Karte, die er in Victors Tasche gefunden hatte, in der Hand, während seine Augen die Dunkelheit durchdrangen. Watson, die Pistole gezogen, folgte dicht hinter ihm, sein Atem sichtbar in der kalten Luft. Holmes, flüsterte Watson, seine Stimme angespannt. Dieser Ort ist wie ein Grab. Wenn Eleanor hier ist, wie hat sie so lange überlebt? Holmes' Blick war scharf, seine Stimme leise, aber entschlossen. Eleanor ist kein gewöhnliches Opfer, Watson. Sie ist eine Rosemont, und sie hat bewiesen, dass sie schlauer ist als der Orden. Diese Karte führt uns zu ihr, oder zu einer Falle. Bleiben Sie wachsam. Die Karte zeigte einen Weg durch das Herrenhaus zu einem Kellerraum, markiert mit dem Symbol des schwarzen Adlers. Holmes führte sie durch ein Labyrinth aus zerfallenen Korridoren, vorbei an verstaubten Porträts und zerbrochenen Möbeln, bis sie eine schwere Eisentür erreichten, die halb offen stand. Ein schwacher Lichtschein drang heraus, begleitet von gedämpften Stimmen. Holmes hielt inne. Seine Hand hob sie, um Watson zu signalisieren, still zu sein. Spähte durch den Spalt und sah eine große Kammer, erleuchtet von Fackeln, deren Flammen unheimliche Schatten in die Wände warfen. In der Mitte stand ein steinerner Tisch, auf dem ein glänzendes Artefakt lag.
ein juwelenbesetzter Dolch, dessen Griff das Wappen des schwarzen Adlers trug. Zwei Gestalten standen in der Nähe. Eine davon war Victor, seine Haltung angespannt. Die andere war eine Frau, gefesselt an einen Stuhl, ihr Gesicht blass, aber entschlossen. Es war Lady Eleanor. Victor, sagte Eleanor, ihre Stimme schwach, aber fest, du wirst das Herz des Adlers niemals bekommen. Ich habe es versteckt, wo du es nie finden wirst. Victor lacht. Ein kaltes, schneidendes Geräusch. Du bist der, Ellie, das muss ich dir lassen. Aber der Orden wartet nicht ewig. Gebe mir das Relikt, oder Reginald wird den Preis zahlen. Holmes flüsterte, Watson, so das ist unsere Chance. Eleanor liebt, aber wir müssen schnell handeln. Er zog eine kleine Rauchbombe aus seiner Tasche, eine von ihm selbst entwickelte Vorrichtung, und warf sie in die Kammer. Der Raum füllte sich mit dichtem, grauem Rauch, und Victor husste, seine Sicht behindert. Jetzt, Watson, rief Holmes, und die beiden stürmten in die Kammer. Watson richtete seine Pistole auf Victor, während Holmes Eleanor von ihren Fesseln befreite. Victor griff nach einer Waffe, doch Holmes war schneller, schlug ihm die Pistole aus der Hand und hielt ihn mit einem gezielten Schlag gegen die Schläfe nieder. Eleanor, sagte Holmes, während er ihr Fesseln löste, sind Sie verletzt? Eleanor schüttelte den Kopf. Ihre Augen funkelten mit einer Mischung aus Erleichterung und Entschlossenheit. Mr. Holmes, ich wusste, dass Sie kommen würden, aber es ist noch nicht vorbei. Der Orden, Sie haben jemanden in Ashford Manor. Watson half Eleanor auf, seine Stimme voller Sorge. Wer, Eleanor? Wer ist der Verräter? Bevor Eleanor antworten konnte, erklang ein lautes Kraken aus dem Korridor. Holmes wirbelte herum, seine Augen verengten sich. Wir werden beobachtet, murmelte er. Watson, bringen Sie Eleanor in Sicherheit. Ich werde nachsehen. Holmes bewegte sich lautlos zurück in den Korridor, seine Sinne geschärft. In der Dunkelheit sah er eine Gestalt, die sich schnell zurückzog, eine Frau, ihre Silhouette vertraut. Es war Beatrice, die Cousine der Ashfords. Holmes verfolgte sie, seine Schritte schnell und präzis, bis er sie in einem verfallenen Raum einholte, wo sie in einem zerbrochenen Fenster stand, ein kleines Buch in der Hand. Beatrice, sagte Holmes, seine Stimme ruhig, aber unnachgiebig, ihre Flucht endet hier. Sie sind diejenige, die den Orden informiert hat, nicht wahr? Beatrice dreht sich, ihre Augen weit vor Angst, aber auch Trotz. Sie verstehen nicht, Mr. Holmes. Ich hätte keine Wahl. Der Orden, Sie haben mich gezwungen. Sie wussten von meiner eigenen Vergangenheit, von meinen Schulden. Ich sollte Eleanor beobachten, ihnen sagen, was sie tat. Holmes trat näher. Seine Augen fixierten das Buch in ihrer Hand. Und dieses Buch, ist es Eleanors oder gehört es dem Orden? Beatrice Zurger. Die dann reichte sie es ihm. Es ist mein Tagebuch. Ich habe alles aufgeschrieben. Meine Treffen mit Victor, die Drohungen des Ordens. Ich wollte Eleanor helfen, aber ich war zu schwach. Holmes schlug das Tagebuch auf und überflog die Seiten. Es enthielt detaillierte Notizen über Eleanors Bewegungen, ihre Gespräche
und sogar ihre Ängste vor Victor, aber eine Seile fiel ihm ins Auge. Der wahre Anführer des Ordens ist nicht Victor. Er ist nur ein Diener. Der Meister ist näher, als wir denken. Holmes zest mine verfinsterte sich Bier. Tries, wer ist der Meister? Gegen sie, mir die Wahrheit, oder sie werden die Konsequenzen tragen. Beatrice brach in Tränen aus. Ich weiß es nicht. Victor sprach nur in Andeutung. Er sagte, der Meister sei jemand mit Macht, jemand, der die Ashfords kontrolliert. Ich dachte, es sei Lady Margaret, aber ich bin nicht sicher. Holmes nickte. Sein Gedanken rasten. Sie haben uns geholfen, Beatrice, wenn auch spät. Bedauerlich, wenn auch spät. Aber ihre Rolle in diesem Spiel ist noch nicht vorbei. Er steckte das Tagebuch in seine Tasche und führte sie zurück zu Watson und Eleanor. Zurück in der Kammer war Victor wieder bei Bewusstsein, seine Hände gefesselt von den Polizisten, die Holmes zuvor gerufen hatte. Eleanor saß auf einem Stuhl, ihre Haltung aufrecht, trotz der Erschöpfung. Mr. Holmes, sagte sie, das Herz des Adlers, das Relikt, das Sie wollen, ist sicher. Ich habe es versteckt, bevor Sie mich fanden, aber der Orden wird nicht aufgeben. Holmes nickte. Das Relikt ist der Schlüssel, Eleanor. Aber es gibt noch ein Rätsel. Beatrice hat gestanden, für den Orden gearbeitet zu haben, aber sie spricht von einem Meister, der über Victor steht. Wissen Sie, wer das sein könnte? Eleanor runzelte die Stirn, ihre Augen setzten die Dunkelheit. Ich hab Hinweise gehört. Victor sprach manchmal von einem Schattensee, der alles lenkt, aber hat nie einen Namen genannt. Ich dachte, es sei jemand aus meiner Vergangenheit, jemand, der die Rosemonds kannte. Watson trat vor, seine Stimme angespannt. Holmes, wenn es einen größeren Anführer gibt, dann ist das gesamte Rätsel in Frage gestellt. Wir dachten, Victor sei der Drahtzieher, aber jetzt, Holmes hob eine Hand, sein Miene entschlossen. Wir sind nahe dran. Watson, der Orden ist verzweifelt, und Verzweiflung führt zu Fehlern. Beatrice, Eleanor, sie beide werden uns nach Ashford Manor begleiten. Wir müssen die Familie erneut konfrontieren. Und ich vermute, dass der Meister näher ist, als wir dachten. Als sie das Herrenhaus verließen, Victor in Gewahrsam und Beatrice und Eleanor unter ihrer Aufsicht, warf Holmes einen letzten Blick auf den juwelenbesetzten Dolch auf dem Tisch. Das Herz des Adlers, murmelte er. Es ist mehr als ein Artefakt, es ist ein Symbol für Macht und Wahrheit. Aber wir sind noch nicht am Ende dieses Rätsels. Die Nacht schloss sich sie, und das Moor schien die Geheimnisse des Ordens zu bewähren, während Holmes und Watson sich auf die nächste Konfrontation vorbereiteten. Kapitel 12. Der letzte Hinweis. Die Morgendämmerung brach über den Mooren von Kent an. Dr. Nebel blieb hartnäckig, als Sherlock Holmes und Dr. Watson, begleitet von Lady Eleanor und Beatrice, sich dem abgelegenen Herrenhaus näherten, das auf der Karte aus Victors Tasche markiert war. Victor selbst war in Gewahrsam der örtlichen Polizei, doch Holmes' Instinkt sagte ihm, dass die wahre Bedrohung
Der Meister des Ordens des Schwarzen Adlers noch immer im Verborgenen lauerte. Eleanor, obwohl geschwächt, ging mit entschlossener Haltung, während Beatrice nervös in ihrem Schal zupfte, ihre Augen voller Schuld und Angst. Holmes, flüsterte Watson, während sie durch das feuchte Gras schritten. Eleanor ist gerettet, Victor ist gefasst und Beatrice hat gestanden. Warum fühlt es sich an, als ob das Rätsel noch nicht gelöst ist? Holmeses Blick war auf das Herrenhaus gerichtet, dessen zerfallene Türme wie Skelette aus dem Nebel ragten, weil Watson, der Orden des Schwarzen Adlers, nicht durch einen Mann wie Victor geführt wird. Er war ein Werkzeug, ein ausführendes Organ, der war Drahtzieher, der Meister, von dem Beatrice sprach, ist jemand mit Macht, jemand, der die Fäden aus dem Schatten zieht. Dieses Herrenhaus ist unsere letzte Chance, die Wahrheit zu enthüllen. Eleanor, die neben ihnen ging, sprach leise: Mr. Holmes, das Herz des Adlers, das Relikt, das der Orden sucht, ist hier. Ich habe es versteckt, bevor Sie mich fanden. Aber ich fürchte, der Meister weiß, wo es ist. Holmes nickte. Seine Augen verrenkten sie. Dann müssen wir schneller sein als er. Eleanor, was wissen Sie über dieses Herrenhaus? Eleanor zögerte, ihre Stimme zitterte leicht. Es gehörte einst in Rosemonds, meiner Familie. Ich habe es als Kind besucht, bevor ich ins Waisenhaus kam. Es gibt einen geheimen Raum, verborgen hinter der Bibliothek. Dort habe ich das Relikt versteckt, einen juwelenbesetzten Dolch, der das Symbol des Ordens trägt. Beatrice, die bisher geschwiegen hatte, murmelte, es tut mir leid. Eleanor, ich hätte dich nie verraten dürfen. Der Orden drohte, meine Familie zu zerstören. Ich hatte keine Wahl. Holmes' Blick war kalt. Wahl ist ein Luxus, Beatrice, aber Verrat ist eine Entscheidung. Bleiben Sie nah bei uns. Ihre Rolle in diesem Drama ist noch nicht zu Ende. Das Herrenhaus war ein Labyrinth aus verfallenen Korridoren und staubigen Räumen, die nach Mode und Vergessenheit rochen. Holmes führte die Gruppe zur Bibliothek, deren Regale mit verfallenen Büchern gefüllt waren. Eleanor deutete auf ein Porträt an der Wand, eine Frau, die ihr verblüffend ähnelte, mit dem Wappen der Rosemonds im Hintergrund. Meine Urgroßmutter, sagte sie leise, sie war die letzte, die dem Orden entkam. Holmes untersuchte das Porträt und fand einen versteckten Mechanismus. Mit einem leisen Klicken schwang die Wand zur Seite und ein enger Gang kam zum Vorschein, der in einen kleinen, von Fackeln erleuchteten Raum führte. In der Mitte des Raums stand ein steinerner Sockel, auf dem der juwelenbesetzte Dolch lag, das Herz des Adlers. Seine Edelsteine funkelten im Licht, und das Wappen des Schwarzen Adlers war klar erkennbar. Da the See, flüsterte Eleanor, ihre Stimme voller Ehrfurcht und Angst. Ich habe es hier versteckt, nachdem Victor mich bedroht. Ist es mehr als ein Artefakt? Ist es ein Symbol der Macht des Ordens? Holmes trat näher. Sein Finger glitten über den Dolch, ohne ihn zu berühren. Ein Symbol, ja, aber auch ein Schlüssel. Sehen Sie die Gravur am Griff, ein winziger Schlitz, kaum sichtbar. Dieser Dolch öffnet etwas,
vielleicht eine Kammer oder ein Schloss. Bevor weiter untersuchen konnte, erklang ein lautes Kraken aus dem Gang. Holmes wirbelte herum. Seine Hand griff nach seiner Taschenpistole. Watson, schützen Sie Eleanor und Beatrice. Aus dem Schatten trat eine Gestalt. Lady Margaret Ashford, ihre Augen kalt und entschlossen, eine Pistole in der Hand. Mr. Holmes, sagte sie, ihre Stimme scharf wie ein Skalpell. Sie sind hartnäckig, aber sie haben ihren Zweck erfüllt. Das Herz des Adlers gehört mir. Watson, starrt sie in Eisen, seine eigene Pistole erhoben. Lady Margaret, Sie sind der Meister des Ordens. Lady Margaret lacht. Tues beteres Geräusch. Meister? Nein, ich bin nur eine Dienerin der Wahrheit. Die Rosemonts haben den Orden verraten, und Eleanor war der letzte Makel, der beseitigt werden musste. Ich hab sie in Victor ausgeliefert, um das Relikt zu sichern. Die Ashfords mussten rein bleiben. Eleanor trat vor, ihre Stimme zitterte vor Wut. Sie haben mich verraten? Für einen alten Schwur? Meine Familie hat für ihren Verrat bezahlt. Lady Margaret, warum konnten Sie mich nicht in Frieden lassen? Holmes hob eine Hand, seine Miene ruhig, aber seine Augen wachsam. Lady Margaret, ihr Roll war klar, seit ich ihre Reaktion auf Eleanors Vergangenheit bemerkte. Sie wussten von den Rosemonts, von der Schuld, von dem Orden, aber warum jetzt? Warum das Relikt? Lady Margaret lächelte, ihre Pistole blieb auf Holmes gerichtet. Das Herz des Adlers ist mehr als ein Symbol, es enthält ein Geheimnis, eine Karte zu einem Schatz, den die Rosemonts gestohlen haben. Mit diesem Schatz wird der Orden seine Macht wiederherstellen. Eleanor war der Schlüssel, aber sie war zu stur, um zu kooperieren. Holmes' Blick wanderte zum Dolch, dann zurück zu Lady Margaret. Und da haben Sie einen Fehler gemacht. Sie haben Beatrice benutzt, Victor manipuliert, aber Sie haben nicht mit Eleanor gerechnet oder mit mir. Mit einer blitzschnellen Bewegung warf er eine weitere Rauschbombe, die den Raum in dichten Nebel hüllte. Watson, jetzt, rief Holmes. Watson stürzte vor, packt Eleanor und Beatrice und zog sie in den Gang, während Holmes mit Lady Margaret rang. Die ältere Frau war überraschend stark, doch Holmes entwaffnet sie mit einem gezielten Schlag und fesselte ihre Hände mit einem Seil, das er aus seiner Tasche zog. Es ist vorbei, Lady Margaret, sagte Holmes, seine Stimme kalt, der Orden ist entlarvt und ihr Verrat wird ans Licht kommen. Lady Margaret lacht, selbst als sie gefesselt wurde. Sie denken, das ist das Ende, Holmes? Der Orden ist größer, als Sie ahnen. Das Herz des Adlers ist nur der Anfang. Holmes hob den Dolch vom Sockel und betrachtete ihn. Vielleicht, aber für heute, haben wir Eleanor gerettet und sie gestoppt. Watson, rufen Sie die Polizei. Wir bringen Lady Margaret nach Ashford Manor zurück. Als sie das Herrenhaus verließen, den Dolch sicher in Holmes' Essutasche, warf Eleanor Holmes einen dankbaren Blick zu. Mr. Holmes, ich wusste, dass Sie die Wahrheit finden würden, aber das Relikt, es muss zerstört werden, damit der Orden es nie wieder benutzen kann. Holmes nickte, seine Miene nachdenklich. Das werden wir, Eleanor. Aber zuerst müssen wir den letzten Akt dieses Dramas spielen.
Lady Margaret war nicht allein. Es gibt noch einen Hinweis, der uns entgangen ist, und ich vermute, liegt in Ashford Manor. Die Gruppe machte sich auf den Rückweg, die Schatten der Moors hinter ihnen, während das Rätsel der verschwundenen Braut seinem Höhepunkt entgegenstrebte. Kapitel 13. Die Auflösung. Die Morgenson kämpfte sich schwach durch den Nebel, als Sherlock Holmes, Dr. Watson, Lady Eleanor und Beatrice Ashford Manor erregten, begleitet von zwei Polizisten, die Lady Margaret in Gewahrsam hielten. Das Herz des Adlers, der juwelenbesetzte Dolch, lag schwer in Holmeses Tasche, ein Symbol der Macht und des Verrats, das den Orden des Schwarzen Adlers jahrhundertelang angetrieben hatte. Die große Halle des Anwesens war still, als die Gruppe eintrat, doch die Spannung lag wie eine unsichtbare Wolke über dem Raum. Lord Reginald Ashford erwarte sie, sein Gesicht eine Mischung aus Erleichterung und Entsetzen, als Eleanor erblickte. Eleanor, rief und stürzte auf sie zu, seine Arme schlossen sie in eine Umarmung. Du lebst, Mr. Holmes, wie kann ich Ihnen je denken? Holmes hob eine Hand, seine Miene ernst. Die Dankbarkeit kann warten, Lord Ashford. Das Rätsel ist noch nicht vollständig gelöst. Lady Margaret hat ihre Rolle als Verräterin gestanden, aber es gibt noch einen letzten Faden in diesem Netz, der entwirrt werden muss. Eleanor löste sich aus Reginalds Umarmung, ihre Augen suchten Holmes. Mr. Holmes, Sie haben das Herz des Adlers. Es muss zerstört werden, bevor der Orden es wieder in die Hände bekommt. Holmes nickte, zog den Dolch aus seiner Tasche und legte ihn auf den Tisch in der Mitte der Halle. Das werden wir, Eleanor. Aber zuerst müssen wir die Wahrheit ans Licht bringen, die ganze Wahrheit. Wandte sich an Lady Margaret, die mit gefesselten Händen zwischen den Polizisten stand, ihre Haltung stolz, trotz ihrer Niederlage. Lady Margaret, sie behaupteten, nur eine Dienerin des Ordens zu sein. Doch ich vermute, dass sie mehr wissen, als sie zugeben. Wer ist der wahre Meister des Ordens? Lady Margaret lachte, ein kultiges, hohes Geräusch. Sie denken, Sie haben gewonnen, Holmes. Der Orden ist wie der Nebel. Lässt sich auf, nur sich woanders neu zu formen. Der Meister ist nicht hier, und Sie werden ihn niemals finden. Holmes' Augen verengten sich. Seine Stimme war scharf wie ein Skalpell. Ihre Arroganz ist ihre Schwäche, Lady Margaret. Aber ich habe bereits eine Vermutung. Der wandte sich an die Gruppe. Seine Präsenz gebot absolut Aufmerksamkeit. Watson, Eleanor, Beatrice, Lord Ashford. Hören Sie genau zu. Der Orden des Schwarzen Adlers hat Jahrhunderte überdauert, weil sich auf Täuschung und Loyalität stützt. Victor war ein Werkzeug, Lady Margaret eine Komplizin, Beatrice eine unfreiwillige Spionin. Aber der wahre Meister ist jemand, der Macht über die Ashfords hat, jemand, der die Fäden gezogen hat, ohne je im Rampenlicht zu stehen. Watson runzelte die Stirn. Holmes, wen meinen Sie? Wir haben das Verdächtigen befragt. Holmes lächelte dünn und zog ein kleines Stück Papier aus seiner Tasche, eine Notiz, die im verfallenen Herrenhaus gefunden hatte, verborgen in einer Ritze des steinernen Sokels. Diese Notiz
sagte war der letzte Hinweis. Sie trägt das Wappen des Schwarzen Adlers und eine Unterschrift. Fürst Psi. Apostroph. Hielt inne, sein Blick wanderte zu Charles Ashford, der bleich in einer Ecke stand, seine Hände zitterten. Charles? Rief Lord Ashford, seine Stimme voller Unglauben. Das ist unmöglich. Mein Bruder wäre niemals. Glums trat vor, seine Stimme war ruhig, aber unnachgiebig. Mr. Charles Ashford, Sie waren der Verräter, den ich von Anfang an vermutet. Ihre Eifersucht auf Eleanor war nur die Oberfläche. Sie waren der wahre Meister des Ordens, nicht wahr? Sie haben Victor gelenkt, Lady Margaret benutzt, Beatrice erpresst. Sie wussten von Eleanors Rosamond Herkunft, und sie wollten das Herz des Adlers, die Macht des Ordens zu übernehmen. Charles lachte nervös, seine Augen huschten zur Tür. Das ist absurd, Holmes. Ich habe Ihnen alles erzählt. Meine Gefühle für Eleanor, meine Fehler. Ich bin kein Meister eines Kultes. Holmes zog das Tagebuch von Beatrice hervor und schlug eine Seite auf, die zuvor markiert hatte. Hier, in Beatrices Notizen, steht, dass sie bedrohten, sie zwängen, Eleanor zu beobachten, und die Fußabdrücke unter Eleanors Fenster, sie passen nicht nur zu ihren Schuhen, sondern tragen auch Spuren von roter Tinte, die ich in ihrem Arbeitszimmer fand. Sie waren dort in der Nacht ihres Verschwindens, und sie haben Victor geholfen, sie zu entführen. Eleanor starrt Charles an, ihre Augen weit vor Schock. Charles' Fassade brach, seine Schultern sackten zusammen. Es war nicht persönlich, Eleanor, murmelte seine Stimme zitterte. Die Ashfords standen am Rande der Ruins. Der Orden versprach Macht, Reichtum, alles, was wir verloren hatten. Ich fand die alten Schriften in der Bibliothek, die von den Rosemods und dem Herz des Adlers sprachen. Als ich erfuhr, dass du eine Rosemond bist, wusste ich, dass du der Schlüssel warst. Victor war nur ein Mittel zum Zweck. Lord Ashford trat vor, seine Füße geballt. Du hast meine Verlobte entführt für einen alten Kult? Charles, wie konntest du? Holmes hob eine Hand, ihn zu beruhigen. Lord Ashford, Ihr Bruder ist kein gewöhnlicher Verbrecher. Ist ein Mann, der von Gier und Ehrgeiz getrieben wurde, aber sein Plan ist gescheitert. Wandte sich an die Polizisten. Nehmen Sie Charles Ashford in Gewahrsam, und Lady Margaret, ihr Roll wird ebenfalls untersucht. Doch gerade als die Polizisten Charles ergriffen, zog Holmes das Herz des Adlers aus seiner Tasche und hielt es hoch. Eleanor, sagte Sie sagten, dieses Relikt müsse zerstört werden, aber ich glaube, es gibt einen besseren Weg. Drehte den Dolch in seinen Händen und drückte auf den winzigen Schlitz im Griff, den zuvor bemerkt hatte. Mit einem leisen Klicken sprang eine kleine Kammer auf, und ein winziges Pergament fiel heraus. Holmes entfaltete es und las laut vor. Das wahre Herz des Adlers ist die Wahrheit. Die Rosemonds haben den Orden verraten, ein dunkles Ritual zu verhindern. Das Relikt ist ein Schlüssel, aber die Macht liegt in der Enthüllung. Holmes lächelt, seine Augen funkelten. Der überraschende Twist. Watson, das Herz des Adlers, war nie ein Schatz,
sondern ein Beweis für den Verrat des Ordens. Die Rosemonds versteckten es, um die Welt vor einem Kult zu schützen, der Macht durch Blutopfer suchte. Eleanor, ihre Vorfahren waren Helden, keine Verräter. Plötzlich, Eleanor atmet tief durch, Tränen in den Augen. Dann Holmes nickte. Genau. Und in dem war das Relikt gefunden und in den Orden entlarvt haben wir ihren Plan zunichte gemacht. Die Polizei führte Charles und Lady Margaret ab, während Beatrice nun von ihrer Schuld befreit. Eleanor umarmte. Lord Ashford nahm Eleanors Hand, seine Stimme voller Emotion. Eleanor, ich hätte niemals an dir gezweifelt. Kannst du mir wer sei? Eleanor lächelte. Ihre Stärke war zurückgekehrt. Es gibt nichts zu versehen. Reginald, wir haben die Wahrheit gefunden. Dank Mr. Holmes. Holmes und Watson traten zurück, während die Familie sich versöhnte. Watson warf seinem Freund einen anerkennenden Blick zu. Holmes, das war ein Meisterwerk, aber wie wussten Sie, dass Charles der wahre Drahtzieher war? Holmes zündete sich eine Pfeife, und der Rauch kräuselte sich in die Luft. Es waren die Details, Watson. Seine Nervosität, die Tinte, die Fußabdrücke, Beatrices Notizen. Alles wies auf ihn. Aber der wahre Hinweis war seine Eifersucht. Wollte nicht nur Eleanor, sondern die Macht, die der Orden versprach. Und doch war er zu schwach, um sie zu kontrollieren. Später, als Holmes und Watson in den Zug nach London zurückstiegen, warf Holmes einen letzten Blick auf Ashford Manor, das nun im Morgenlicht lag. Ein befriedigendes Ende, Watson, sagte er. Aber ich hab das Gefühl, dass der Orden des Schwarzen Adlers nicht vollständig besiegt ist. Vielleicht werden wir eines Tages wieder von ihm hören. Watson lächelte. Solange Sie das sind, Holmes, fürchte ich keinen Kult. Aber jetzt brauche ich einen Tee und etwas Schlaf. Holmes lachte leise, ein seltenes Geräusch. Gut gesprochen, Watson. Aber lassen Sie uns nach Hause zurückkehren. London wartet. Und mit ihm, zweifellos, ein neues Rätsel. Die Landschaft von Kent verschwand im Nebel, und das Rätsel der verschwundenen Braut war gelöst, mit einem Triumph, der die Wahrheit ins Licht gebracht hatte.